So. Hört man mich? Sieht man mich? Ist alles in Ordnung? Ich tendiere dazu, vielleicht, wenn das immer so schön ist, hau ich ab hier wieder. Da bin ich. Mann, Mann, Mann. Hier, die Stimme ist auch da. So, den kann man noch ein bisschen... Und, ey, ich weiß nicht, warum es so ist, aber es ist so, als wäre irgendwas mit meiner Tastatur auch im Argen. Es öffnet sich immer die Vorlese-Scheiße von Windows, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Wenn ich jetzt auf den rechten auf die rechte Pfeiltaste gehe, wird mein Fenster kleiner. Es ist wirklich verhext hier und ich weiß nicht, was zur Hölle los ist. Okay, es ist schon mal schön. Guck mal hier, das Bild sieht doch eigentlich ganz toll aus. Aber jetzt kann ich den hier keinen... Ich kann hier, wenn ich mit der Maus klicke, klickt er nicht. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, das Gefühl habe ich auch. Als wären irgendwelche... Ist er einfach... Die Hotkeys, sind die das von OBS? Nein. Ja, auf jeden Fall ein toller Streaming-Anfang. Das Video wird auf jeden Fall in die Geschichte eingehen. Ich springe jetzt einfach mal zu Monkey Island und hoffe, da ist was. Und ich hoffe, ich kann klicken. Wie sieht das aus? Schön. Ach ja, auch toll. Ich habe keine Ahnung, wo ich meinen Livestream... Ah, doch, hier kann ich ihn nachchecken. Okay, das sehe ich wenigstens doch. Okay, ihr seht meinen... Okay, jetzt habe ich hier die Kommentare, aber ich habe das Bild nicht mehr. Das ist auch eine schöne Ansicht. Ich werde hier echt gerade zum sehr angry Videogame-Nerd. Jetzt höre ich... Ton von meinem Handy war auch nicht aus. So. Oh ja, okay. Das ist auch eine schöne Ansicht. Hiermit kann ich was anfangen. Bei mir hängt gerade zwar alles, vielleicht bei euch auch, aber hey. Ihr bitte, Raphael, Hendrik, Nati. Schön, dass ihr da seid. Halloin. Ich bin die Feuerglatze und habe so einen Hals. Immer noch so einen Hals. Habe ich gerade eben schon gesagt, weil ich die Hörnchenstimme. Was meint ihr? Sollen wir jetzt so weitermachen? Bei mir sieht alles gut aus. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Und ja, Hendrik, du munterst mich langsam wieder auf. Gut. Er ist auch total... Okay, der Rant kommt zum Schluss. Jetzt will ich erstmal noch versuchen, vielleicht haben wir ja Spaß. Vielleicht können wir Monkey Island 2 spielen. Ja, Hendrik, ich überlege hart. Hart bin ich am Überlegen, ob ich diesen Schritt nicht vielleicht doch machen sollte. Wie lang ist denn der Delay? Ich versuche jetzt mal mit meinem Handy zu schauen. Wir sagen ja immer, am Handy ist ein bisschen mehr Delay. Und hier, wir haben ja noch da eine Leitung und hier eine Leitung. Die Fritzbox platzt ja gleich. Aber mal schauen, wie lange der Delay ist. Ich mache jetzt den Arm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Sekunden. Die Rätsel werden Spaß machen, sage ich euch. Gemeinsam mit euch. Ja. Fuck it. Wir gucken einfach mal, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Vielleicht macht es ja Spaß. Vielleicht ist der Delay gar nicht so schlimm bei euch, wie er bei mir ist. Und über den Laptop geht es viel schneller. Hendrik, von dir sehe ich nur einen Punkt. Das fasst meine Stimmung gerade sehr gut zusammen. Ja, ich will halt Monkey Island 2, wird wahrscheinlich, wenn wir es schön machen, ein tolles Spiel, was wir zusammen genießen können.
Aber ich will es halt auch jetzt nicht so verheizen, einfach nur hier beim ersten Stream. Aber euch auch, okay. Hätte nicht gedacht, dass der so krass ist, der Delay. Okay. Vielleicht... Ja, wahrscheinlich nicht. Egal, wir spielen jetzt einfach. Wenn es... Ich weiß ja nicht, wie er bei anderen Streaming-Plattformen ist. Ich meine, 15 Sekunden hört sich zwar blöd an, aber jetzt auch nicht so, als wäre das... Also es ist kein ISDN. Okay, wir machen jetzt einfach. Wir fangen jetzt das Spiel an. Und wenn es hier blöd wird, wenn dieser heutige Tag in die Geschichte der Blödheit eingehen wird, dann ziehe ich um. So. Ja, hier ist Monkey Island 2, ne? Schon ein schönes Spiel. Bonus-Features hat es auch, habe ich ausgemacht. Developers Commentary. Wenn man das erste Mal durchspielt, hört man nicht, was die anderen sagen. Ist halt blöd, deswegen aus. Achievements ist mir doch... Achievements bei einem Adventure? Nicht, dass er mich jetzt zu Steam hinhaut. Gut, kann ich auch gar nicht auswählen. Hier sind Optionen. So. Wir fangen jetzt das Spiel an. Und... Ja, okay. Okay, ich glaube, ich jetzt langsam so der Hate, der fließt gerade wieder aus mir raus. Es fühlt sich ein bisschen an wie mein erster Stream bei Mixer. Aber da wird es dann auch im Endeffekt alles gut. Also ich sehe, habe noch Hoffnung, ich sehe noch Chancen. Potenzial sehe ich. Aber es lässt auf sich warten. Play a new game. Well, well, well. Guybrush Threepwood, you do turn up in the strangest places. Hi, Elaine. Do you think you can help me out? How did you get into this mess? It's kind of a long story. Oh, that's okay. I've got time. Well, it all started on Scabb Island. Ja, es geht immer noch nicht, weil irgendwas mit der Tastatur und hier... Ich bin nicht in Englisch? Das kann aber auch nicht sein. Es ist... Jetzt habe ich F1 gedrückt, was im Spiel eigentlich zwischen alter Ansicht und neuer Ansicht wechselt. Bei mir hat es jetzt einfach die Windows-Hilfe geöffnet. Was ja in Ordnung ist. Das passt ja zu Windows. Aber... Merle Baldwin is watching. Hallo. Oh Gott, ja. Danke, Merle, für die Aufmunterung. Danke, Raphael. Ich guck gerade, wo diese kaputte Tastaturscheiße herkommt. Das ist eigentlich nicht possible. Systemsteuerung. Es öffnet sich, wenn ich manche Tasten drücke. Ja, guten Tag hätte ich gern jetzt auch. Ja, ich hätte gern einen guten Tag. Dann öffnet sich die Vorlese, also irgendwas mit so einem Accessibility-Modus habe ich anscheinend irgendwie eingeschaltet. Und warum das passiert ist, das ist so noch nie passiert. Ich weiß ja, wenn man 5-mal die Feststelltaste drückt, dann passiert irgendwie, dann kommt sowas. Oder, nee, den habe ich ausgeschaltet. Damit sowas wie jetzt eben nicht passiert. Ja, und jetzt weiß ich nicht, was heißt denn Accessibility noch auf, hier, Center für erleichterte Bedienung. Diesen Abschnitt immer erfassen. Ja, Bildschirmtastatur, nein. Verwenden, ist es immer noch? Diesen Abschnitt immer erfassen. Es könnte sein, habe ich es jetzt, wir gehen mal zurück ins Spiel. Kann ich den hier, oh ja, anscheinend hat sich irgendwie langsam gerade was geändert. Some of my admiring fans had pressured me into telling my LeChuck evaporating story once again. Das war der erste Teil. Und ich wollte jetzt nämlich... Okay, jetzt kann es losgehen. Willkommen zu Monkey Island 2, LeChuck's Revenge. Ich habe hier extra in die alte Ansicht gestellt, weil das Intro haben sie für die Special Edition nicht geremastert. Aber ja, ich wollte ein bisschen noch mit den Monkeys tanzen. Und deswegen wollte ich es für euch eingeschaltet haben.
Aber trotzdem haben sie die Sprachausgabe, kann man einstellen, auch für der alten Version von 92 ist das Spiel drinne. Lauter? Ist das zu leise? Aber ja, es kann gleich lauter. Ich habe nur... Meinst du das Spiel oder die Mikrofon? Die Mikrofon. Das Spiel kann auch lauter. Ich habe halt, damit die Stimmen zur Geltung kommen, die Musik und Sounds leiser gemacht. So, jetzt gönnen wir uns das Intro. Kommen runter. Ups. Kannst du bei dir leiser machen? Hör mal. Oh Gott. Ich schau mal kurz, wie es bei mir auf dem Handy ist. So, ich glaube, das lag irgendwo bei dir, Merle. Bei mir, als ich das Radio getestet habe, war es eigentlich genau die richtige Lautstärke. Facecam und Chat, ja, what are you gonna do? Mal gucken, gleich ist ja auch Widescreen wieder, das heißt, Deep in the Caribbean. so, Scabb Island. ich bin jetzt mal ruhig. Das Intro ist da. So I bust into the church and say, "Now you're in for it, you bilious bag of barnacle bait." And then LeChuck cries, "Guybrush, have mercy! I can't take it anymore!" I think I know how he must have felt. Yeah, if I hear this story one more time, I'm gonna be crying myself. Don't you have any new stories? Well, actually, that's why I'm here on Scabb Island. I'm on a whole new adventure. Growing a mustache? No, bigger than that. Switch? A beard? No, I'm in search of treasure. The biggest treasure of them all. A treasure so valuable and so well hidden that it haunts the dreams of every pirate on the seas. You mean Big Whoop! None other. Then why'd you come here? There's no treasure on Scabb Island. Well, I didn't know that before. Now I'm trying to charter a ship and look someplace else. When I return, I'll have riches galore and a whole new story. Or you'll have died trying. either way, we won't have to hear about LeChuck anymore. Ha! Those guys wouldn't know a good story even if they paid $50 for it. When I find Big Whoop, I'll become a legend among pirates for generations to come. I can only charter a ship and get off this stinking island. Was ist ein Wartestream? Guck mal, wie viel Schüssel wir haben. Wir sind im Spiel. Ja, Chad und Robin, das bin ich, die Feuerglatze. Guten Tag. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wir verdecken gerade das Spiel ein bisschen. Hendrik, was meinst du? Ich meine, wir freuen uns ja schon alle auf den Greenscreen, sodass mein Face irgendwann kleiner wird. Oder nur noch mein Face zu sehen ist. Den Chat hatten wir schon mal eine lange Diskussion darüber, hätte ich, glaube ich, gerne drin, damit das auf YouTube auch noch Sinn ergibt, was ich mit euch hier abquatsche. Ja, aber ich meine, ein bisschen von dem Spiel seht ihr ja trotzdem, vielleicht sogar genug. Hoffe ich einfach mal. Oder, schauen wir mal kurz. Danke für diesen Hinweis, Hendrik. Nati isst gerade ihr Essen auf, deswegen klärt das so. Wir können ja... So, wie sieht das aus, Hendrik? Das sieht doch gut aus, dann hat man noch ein bisschen mehr Durchsicht. Das finde ich schön. Und man kann es trotzdem lesen. Vielleicht kann man sogar noch mehr abziehen, aber... Ja... Guybrush sollte man schon sehen, das verstehe ich. Das will man natürlich. Aber vielleicht mache ich noch ein bisschen
mehr runter, also noch mehr Transparenz. Ja, vielleicht so auf 60%. So. Ja, Facebook, liebes Facebook, bitte killen Sie nicht meinen Kanal, ich übe noch. Das war auf Mixer alles ein bisschen anders. Aber ja, und ein Teststream ist halt auch nicht so, wie ihr meint, dass es ist. So. Danke für den Hinweis, Hendrik. Transparenz ist, glaube ich, jetzt ein guter Kompromiss. Wir fangen an. Wir gucken erstmal, was wir in unserem Inventar haben. Wie ging das noch? Genau. Wir haben Riches. Let's look at them riches. This may be a lot of money, but it's nothing compared to how rich I'll be when I find Big Whoop. I think I'm pretty well prepared financially for now. I should be set for the whole trip with this. This should be plenty of money to charter a ship. Look at all this. I've got enough to buy my own ship in 5 different currencies. I'll be traveling first class on this treasure hunt. Sure took a long time to save all this. Ja, wie hast du das eigentlich so viel bekommen? Also, No more part-time circus work for me. Of course, this is only a fraction of what I'll have after I find Big Whoop. Maybe I should get a money belt. der sagt immer was anderes, I ne? wonder what I'll buy first. Boy, this stuff's heavy. Wann hört er denn auf damit? Das wiederholt sich ja gar nicht. I could just look at this money all day. Money, money, money. Wie sieht das Money so aus? Ah, verstehe. Genau so. Aber weiter gucken. I'm confused by this strange urge to squander my wealth on immoral and dangerous vices. Wish all those girls who wouldn't go out with me in school could see this. I'll be traveling first class on this treasure hunt. Ich glaube I think I'm pretty well prepared financially for jetzt haben now. wir sie alle durch. Danke, Guybrush, du kleiner Angeber. Die Steuerung ist ein bisschen, erstmal, so sah es damals aus. Das war das Jahr 92. So sieht es heute aus. Das ist das Jahr 2020. Wobei das Spiel, glaube ich, 2018 erschienen ist im Remaster. Hier, seht ihr, das ist cooler. Also ich kann natürlich auch wieder die Hotkeys benutzen auf der Tastatur, so wie im Monkey Island 1 Remaster. Aber so ist es, so haben sie es auch bei Monkey Island 3 in etwa gemacht und ich fand das immer eine gute Idee. Ich halte jetzt die rechte Maustaste gedrückt und kann einfach den Kram hier auswählen. Welcome to Woodtick. No treasure hunting zone. No treasure hunting. Oops, I think I broke the sign. I'd better not do any more damage. Cool, haben wir eine Schaufel. Thrifty dig, for the treasure hunter on a budget. Thrifty dig, for the treasure hunter on a budget. Dann gucken wir nochmal den Path an. Oops, excuse me. Out of my way, fancy pants! On second thought, stop right there! You ain't from these parts, are you? This is a toll bridge. You gotta pay. Ich bin schon drüber. Okay, mal schauen, wie das mit der Interaktion hier läuft bei diesem Schlabber-Stream. Ja, immer noch I'm talking to you, Mark. Ich finde auch die Pixel Art. Das ist übrigens Largo LaGrande. Ein bisschen kleiner als der Name vielleicht vermuten lässt. Aber auch so finde ich es immer noch sehr schön. Sowohl die Pixel Art als auch die jetzige Art. Also, Hendrik, Raphael und Merle, wenn ihr noch alle dabei seid und noch nicht ausgeschaltet habt, weil ich euch nur anschreie. Was sollen wir ihm sagen? Der Plan ist so. Ich bin nur der Guide, ich nehme Sachen auf, ich gucke Sachen an. Wenn Rätsel kommen, rätselt ihr. Und wenn Gespräche sind, dann entscheidet ihr, welche, genau den meine ich, Hendrik, dann entscheidet ihr, welche Optionen wir wählen sollen. Ja, hört ihr auch dieses Mäuschen? Irgendwas quietscht in meinem Ohr und hört wahrscheinlich zur Musik. 4. Nicht, is this some sort of rival? I don't pay for nothing, I'm a pirate. Beach. I don't pay for nothing. I'm a pirate. Tough guy, huh? Help! Please! Scream as loud as you want. There's no police on Scabb Island. Klingt betrunken. Then who keeps up the law and maintains order? Then who eats the donuts and roughs up the transients? Please, not in my new coat. Okay, put me down now and I won't have to hurt you. Krass, Hendrik, wir sind schon wieder alleine, du und ich.
Bei mir auf dem Handy, Merle, ist es komischerweise gestochen scharf. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hatte aber auch, du kannst halt auswählen, ob er Auto-Qualität machen soll oder eine höhere bei dem Zahnrad unten rechts. Vielleicht, je nachdem, wo du es guckst. Also auf dem Laptop müsste es eigentlich Zahnrad unten rechts sein. Da kann man dann auch nochmal manuell auswählen und nicht das nehmen, was Facebook denkt, was einem für einen gut wäre. Henrik sagt 2, wenn keiner etwas dagegen hat. Letzte Chance. Vorbei! Then who eats the donuts and roughs up the transients? I roughs up what needs roughing up on this island. Whoa! Hey, you're loaded. This is my lucky night. Remember, wherever you go, on sea or on land, you can't ever hide from Largo LaGrande. Tough town. I guess I should have got those traveler's checks. Die haben keine Riches mehr. Die haben nur noch eine Shovel. Thrifty Dig. For the treasure hunter on a budget. Ich sehe irgendwie nicht viel. Wahrscheinlich halt ist zu unscharf. Ja, das ist der einzige Tipp, den ich habe. Man könnte vielleicht mal versuchen, die Quality selber einzustellen. Statt auf... guck mal, ein Frosch. Damals war hier aber kein Frosch. Ui, aber dafür haben wir hier... oder? Also, ja, dann... Vielleicht können wir ihm ja hinterher und unser Geld zurückfordern. Das ist Scabb Island. Wir sind nicht mehr auf Melee. Ah, cool, dass es funktioniert hat. Schön. Kann sein, dass dadurch etwas mehr Delay ist, aber an deiner Stelle würde ich es auch lieber scharf sehen wollen. Ich mache ja immer genug Redepausen, damit wir zusammen und gemeinsam entscheiden können. Okay, bevor wir haben einen... Moment, gucken wir uns mal an. Einen Cemetery. Friedhof. Wir haben eine Halbinsel. Wir haben einen Kompass, okay. Wir haben Woodtick, wo wir gerade waren. Beach, wo wir erstmal gerade eben mit den anderen Piraten geredet haben. Und einen Sumpf. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück zu Woodtick, ne? Das ist mir gerade hier schon zu viel. Das ist Guybrush. Hallo Guybrush. Lass uns mal die Stadt unsicher machen. Beim Mixer war es ja eigentlich recht schnell. Also deswegen... Aber die hier schreien nach Ironie. Also, ja, blöd. Sehr originalgetreu. Gehen wir mal hier rein. Oh, ist das schön. Also, das sieht echt schön aus. Sah auch damals sehr schön aus. Halt nur ein bisschen märchenhafter und verträumter, würde ich sagen. Aber ist schon echt schön. Ach, was wir auch, Hendrik, du und ich, wir haben ja, wobei, Merle, du auch, wir drei, haben ja letztes Mal bei Monkey Island 1 in dem Finale, haben wir viele Sachen lange gebraucht, bis wir da dann raufkamen. Wir hätten übrigens auch einfach den H-Knopf drücken können für Hinweise. Haben wir hier in diesem Spiel auch. Also anstatt, dass jemand von euch die Komplettlösung gucken muss und sich das deswegen vielleicht sogar spoilert, sagt einfach Bescheid, wenn... Okay, ich gebe dann... Irgendwann würde ich vielleicht mal fragen, sollen wir nach einem Hinweis fragen? Und dann würden wir mal auf H drücken und mal schauen, was uns das Spiel sagt. Und nein, auf dem Remaster habe ich es noch nie gespielt. Ich kenne es nur in dieser Variante. Und was ich schon mal, glaube ich, bei YouTube zu dir auch meinte, der zweite Teil, den finde ich sogar noch besser als den ersten. Nee, keine Hints. Wir doch nicht. Wir haben ja keine... Ja, erwachsen sind wir. Okay. Let's look at those legs. That's about the best peg leg I've ever seen. Thanks. I made it myself. Ich dachte, das wäre eine Frau. Ach, das ist... wegen der langen Haare, dachte ich das. Hallo Vorurteile. Nice craftsmanship. I made it myself. That's what I thought.
Ich meine, wir sind hier im Workshop. Nice sturdy workbench. Everything's laid out just how I need it. Nein, schnell. Pounds and pounds of nails. I need all of them. It says Woody. That's me. Ich dachte, das wäre der Hammer. Oh boy, it's Buzzsaw Girl. No one touches her but me. Buzzsaw Girl? Haben wir noch? Packleg, was können wir noch machen? Wir können Use, Push und Pull. Lass mal deine Packleg ziehen. Get away from there. Lass mal den Kalender aufnehmen. Get away from there. No one touches her but me. Wir nehmen ein paar Nails auf. Oh, no, you don't. I need all of them. Dann nehmen wir den Hammer. What do you think you're doing? Okay. It's not a toy. Ich glaube dann, ein Hocker. What a cute little stool. It's adjusted to my height. Oh, no, you don't. It's adjusted to my height. Get your hands away from there. Okay. It's adjusted to my height. Ja. Get away from there. Okay. Ich glaube, wir reden einfach mal mit ihm. Erstmal gucken wir ihn an. Hallo. He looks buff. Buff ist so. Ich finde, das war die beste Übersetzung für Buff, die funktioniert. Yeah? What's the problem with that Largo guy? Nice apron. Are you some sort of chef? How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Wow, das lief erstaunlich gut. I just like to browse, thanks. What are we going to ask him? Number 1, 2 oder 3? Abschied nehmen, das tun wir noch nicht. Vielleicht, es sieht auch so aus, als könnten wir alles durchgehen, aber ich frage trotzdem mal vorsichtshalber euch, weil manchmal ist es nicht so und das sieht man halt am Anfang von vorne nicht immer. Das hätte ich an eurer Stelle auch genommen. Raphael, wo bist du denn eigentlich? Schön, dass du am Anfang da warst. Ich zwinge ja auch keinen, wie gesagt. Aber wenn du einfach nur hier AFK bist, dann sag einfach Bescheid. Sonst, jetzt warte ich nämlich einfach immer nur auf die beiden. Oder wenn nur Merle und Henrik, Allein. Wenn nur ihr hier seid, dann warte ich immer darauf, wer von euch der Schnellere ist. Ihr kennt das Prozedere ja. Meine Mixer-Peoples. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck could chuck no amount of wood since a woodchuck can't chuck wood. But if a woodchuck could chuck and would chuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck? Ja, als ich es gesagt habe, habe ich mich auch gefragt. Das war ein bisschen dummelig. Kurz bevor er AFK geht, da sollte er vielleicht schreiben. Das meinte ich. But if a woodchuck could chuck and would chuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck? Even if a woodchuck could chuck wood, and even if a woodchuck would chuck wood, should a woodchuck chuck wood? A woodchuck should chuck if a woodchuck could chuck wood, as long as a woodchuck would chuck wood. A woodchuck should chuck if a woodchuck could chuck wood, as long as a woodchuck would chuck wood. Oh, shut up. What's the problem with that Largo guy? Nice apron, are you some sort of chef? Ich denke mal, die 1 gilt. Ich nehme jetzt aber mal 1. What's the problem with that Largo guy? He really goes against my grain. Okay, I'd like to nice. make an end table out of him, but I don't have the guts. With all my tools, I'm still unable to create the one thing that could do this island some good. Like an all-night tattoo parlor? No, like a voodoo doll of Largo LaGrande. Oh, Interesting. Okay, wir können sowieso alles auswählen. nice apron. Are you some sort of chef? No, I'm a woodsmith, which gives one of us an excuse for dressing funny. I'd like to look around a bit. Sure thing. Ein Chef ist übrigens einfach nur ein Chefkoch. Was wahrscheinlich jeder aus unserer Generation von South Park weiß. Also ich habe die ganze Zeit noch das Bedürfnis, how much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck... How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Irgendwie, das macht Spaß, das fühlt sich gut an auf der Workbench. Ja, wir können übrigens auch... Nee. Okay, das Spiel meinte mal zu mir, man kann auch
sich anzeigen lassen, was man alles anklicken kann, indem man Left and Right Mouse Button together. Habe ich ja auch gerade gemacht. Okay. Vielleicht gibt es ja einfach nichts. Und... Oh, den Chair haben wir noch gar nicht angeguckt. Comfortable looking chair. It's not for sale. Oh, no, you don't. Okay. It's not for sale. Tschüss. The Bloody Lip. The Bloody Lip Bar and Grill. Help wanted. 1 week's salary in advance. Inquire below. Dann kommen ein bisschen Money. 1992 Ansicht. Weiter. Window. There's no glass in the window. Können uns einschleichen, wenn wir das mal irgendwann bräuchten. Na, dann gehen wir mal hier rein, oder? Was ist da hinten? Evil Grin? Nee. Dann gehen wir mal hier erstmal down the hatch. Schön von rechts nach links. Hendrik, immer wenn du sagst, wenn wir Pen and Paper spielen, da ist so ein Typ, der die Gläser putzt und ich muss mein ganzes Leben schon an diesen Typen denken. Immer wenn wir Pen and Paper spielen und da ist ein guter alter Barkeeper, der genau das macht, was der gute alte Herr gerade hier macht, sieht der für mich so aus. Jetzt weiß ich wieder warum. Und woher genau kam und wie es aussah. Booze. Nice. What is he using to clean those glasses? Asbest, Grog, boah, er spuckt aber viel rein. It reads Jojo, appearing nightly, no cover charge. Jojo ist, wo ich auch beim letzten Teil schon von gesprochen habe, das ist ein Affe. It's a metronome. I should have listened to my mother. I should have practiced. I should have listened to my mother. I should have practiced. Better leave it there. Don't want to hurt business. No thanks. Too many bad memories of piano lessons. Ding dong, ding dong. Wir können keinen Boost taken, dann reden wir gleich mal mit dem Barkeeper. Sollen wir durch die Tür zuerst? Hey! Hired help only! Okay. Gut. Also nein. Dann kann man... Hey! Look at door Hired heißt help in diesem Spiel only! go through door. Go through door, okay. Ja, dann lassen wir mit dem Barkeeper reden. Was tust du mit den Fischis? Ja, let's talk to him. Excuse me. Yeah, boy? Yeah, boy. How's business? Grog, please. I saw a sign outside. What's the job? Ja. 1, 2 oder 3. Eure Chance ist noch lange nicht vorbei. Ich hole mir eben Wasser. Denn ich bin ja schon hier viel weiter, als ihr es jemals sein könnt, wegen des Delays. Sorry, Hendrik, da war Marty etwas quicker. Aber wenn wir können, nehmen wir danach Hausbusiness. Grog, please. Shaken, not stirred. Maybe you'd like a Shirley Temple instead. I'm old enough. Look at my beard. Ha! That's the oldest trick in the book. Shirley Tell Temple you ist what, nicht alkoholisch. I'll let you have some near grog. Doesn't have any alcohol in it, but it's just as nasty smelling and foul tasting as that stuff grown-ups drink. Right on. Oh, wait. What am I saying? I just sold the last of it to Kate. Sorry. Kate? Rats.
Of course, if you have some ID. I must have left my ID in my other pants. Who's this K person you mentioned? Eins oder zwei oder drei. In that case, I'll take my business elsewhere. Klingt wie eine Drohung, aber ich glaube, das Spiel meint einfach dann, ja, von ihm kriegen wir nichts, wir gucken weiter. Hendrik, oh, das ist lieb, Merle. Hendrik scheint aber irgendwie auch gerade AFK zu sein. Hat nicht Bescheid gesagt, dass er AFK ist. Genauso wie Raphael. Merle, sonst mach du einfach. Oder sonst mache ich einfach gleich. 10 bis 5. Aber ob ich jetzt bis 5 zähle oder nicht, das ist ja auch egal, weil es... Ja, ich mach jetzt... Who's this cake person you mentioned? Ah, the courageous Captain Kate Capsize. Tough as steel, sharp as nails. She rents her ship out, does some freelance pirating. Her only loyalty is to the highest bidder. Don't get on her bad side. Okay. Grog, Können wir nochmal please. das einfach I'll need to see some ID for that. das Gleiche sagen? I must have left my ID in my other pants. You'll have to do better than that. No ID, no service. It's the law. And let's just say I want to keep on the good side of it. Why? Because the law around here isn't the law at all. It's Largo. You know, I can mix any drink there is, make anything you could name, but I can't make the one thing that could really do this island some good. Puppe von What's Largo that? LaGrande? A voodoo doll of Largo LaGrande. You there! Uh-oh. Give me my usual and put it in a real glass. Fork over the dough or you'll be serving Bloody Marys for a week. From your nose. That's all I have. Well, you better have more tomorrow, or we might have to move this stump to a new location. Like, say, the bottom of the ocean. Boy, you just gave him all your money? I don't want to talk about it. Aber vielleicht über was anderes reden. Excuse me. Yeah, boy? Gut. Verdammt, jetzt können wir die Option 1 doch nicht mehr. Egal. Want to see my scar? Depends. Is there a good story behind it? As a matter of fact, there is. It's a story of the ghost pirate LeChuck and his gruesome demise. Heard it. This is the one where he drinks too much root beer and burps so hard he explodes, right? Fast. Not exactly. Frankly, I don't care much for stories that promote moderation in drinking. I do have a business to run, you know. Okay, dann fahren wir einfach mal mit dem Job. I saw your sign outside. What's the job? Oh, yeah. I really should take that thing down. I hired a new cook just this morning. But if things don't work out with him, I'll let you know. Is that job available yet? Sorry, that guy I hired Jetzt geändert. is doing Schade. just fine so far. Nice place you have here. Well, see ya. Ja, was ist los mit ihm? Ich glaube, Largo... Gucken wir uns das doch mal an. Ist halt so eine Art Geldeintreiber. Nicht ein netter Kerl. Largo's been here. I don't want to touch it with my hands. That's sick. Okay, ja, hast ja recht. Ist da eine Schaufel? I can't dig that, Daddy. Gut, ja, ich glaube, wir haben hier jetzt genug dem... Ah, der jetzt aber auch in einer Tour, ne? Nur am Spucken. Gut, Helpwatered. Sky High Instrument im Window. Ist ja nicht so, dass ich das nicht wusste. Nee, das stimmt wohl. Die Insel... Ach, so sehr... Ja... Aber für mich sah noch im Gedanken ein bisschen anders aus.
Vielleicht kriegen wir den Job. Vichyssoise. Was ist Vichyssoise? It's a cold potato and leek soup. Ein Cold klingt nicht gut, aber eine Kartoffellauchsuppe? Moin Hendrik, schön, dass du wieder da bist. All I can see is water. Merle konnte sich gerade nicht, oder wollte dir eigentlich den Vortritt lassen, dich zu entscheiden, also sollte dich entscheiden lassen. All I can see is water. Dann hast du dich da. Macht ja nichts, aber traurig, oder? Ugh, it's all cans of fruit cocktail. Ach, so wird hier also gekocht, ne? Fertigware, wenn das der Rache erfährt. Sharp. Wir haben ein Messer, cool. He looks really into his cooking. Ja, er sieht schon, also... Wenn ich mal Kartoffeln so schnell schneide. Wirklich, Kartoffelschneiden ist einer meiner Weaknesses. Also, kann ich echt nicht gut. Kann ich wirklich nicht gut. Stove. The fire's out. Aufmachen. I'm no cook. Nee? It's already closed. I bet it weighs half a ton. I'm no cook. Okay. It's too heavy. Dann reden wir mit dem Kochen. Excuse me. Don't bug me. I'm cooking. Okay. Er ist ein richtiger Koch. Ja, können wir davon welchen nehmen? Ein bisschen Fruchtcocktail? I hate fruit cocktail. Können wir nicht. Denn Guybrush hasst Fruchtcocktail. So. Mehr ist hier nicht. Nein, Merle, sonst hättest du auch hinter mir diese wunderschöne Wand nicht mehr. Sie wäre dann einfach nicht vorhanden. Und ich glaube, ich würde mir sogar den Spaß erlauben, mir immer ein grünes Shirt anzuziehen und dann als fliegender Kopf einfach nur hier zu sein. Das heißt, nein, noch nicht. Wenn er da ist, immer noch versprochen, Soma spielen wir dann. Aber bisher ist er nicht hier. Wollen wir da raus? Wollen wir rechts raus? Können wir links überhaupt raus? Rechts raus oder links raus? Dürften die eigentlich gar nicht hier sein. Aber vielleicht sagt er irgendwas Witziges, der Koch. Aber wollen wir auf Nummer sicher gehen und durchs Window zurück. Durchs Fenster zurück. Und dann? Wie eine Feuerglatze? Das sah aber gut, so gut aus gerade. Okay, das ist also hier... Das ist Bloody Lip. Aber wenn ich ein Redshirt vom Greenscreen bin, was meinst du, wie lange ich dann noch leben werde hier? So lange kann das Stream dann nicht mehr existieren. Klingt nach Sabotage, Hendrik. Redshirts haben es halt nicht einfach. Die drei da hinten, ne? Die erinnern mich irgendwie an Pinocchio. Sollen wir erstmal nach links oder hinten? Weil ich finde halt, die sehen irgendwie... Ich weiß nicht mehr... Bei Pinocchio gab es doch... das war auch echt ein gruseliger Film. Der eine Typ, die eine Szene... Jedenfalls irgendeiner davon ist doch komisch, von seinen Kumpels und verwandelt sich in einen Esel oder so. Und irgendwie so diese ganze Gang, die da hinten, finde ich, ist genau... Das ist so ähnlich. Dann ab zu den Besoffenen. Nice. Sorry, Hendrik. Irgendwie scheint mir ein bisschen schneller heute zu sein. Aber nee, das nächste Mal, Hendrik, bist du dran, wenn du jetzt wieder da bist. Dann, Merle wollte dir ja gerade eben eigentlich auch schon den Vortritt lassen. Sind das die von damals? Das sind die Männer Flow Moral Fiber. Weißt du noch? Wisst ihr noch, meine ich? Ein Bucket. Und eine Box. Erstmal alles davon. Nice. It won't fit in my pocket. Okay, da können wir wahrscheinlich die Maus irgendwie mit einsperren. Not responsible for lost buttons or hooks. No, we don't clean leather. Not responsible for stains left on clothing. It's sparkly clean.
No ticket, no laundry. Ja, ist gut. Hey, Laundry Guy. Wie siehst du aus? He looks nice enough. Stimmt. Also, auf jeden Fall nicht gefährlich. Jetzt sieht Guybrush They're aus. sleeping peacefully. Sieht nicht so aus. It's just a bucket. Hey, leave that alone. Sorry, is this your bucket? Do you think you could let me have this bucket? Okay. 1, 2 oder 3. Hendrik! Du bist dran. Insgesamt gibt es, mehr. Spiele, an denen Ron Gilbert und Tim Schafer dran gearbeitet haben. Und Ron Gilbert ist quasi das Köpfchen hinter Monkey Island. Davon gibt es nur 1 und 2. Danach gibt es aber auch noch Monkey Island 3. Und der ist eigentlich, mit dem habe ich angefangen, mit dem habe ich als Kind das erste Mal gespielt. Und der ist auch ziemlich nice. Mit schönen Zwischensequenzen, tolle Rätsel, immer noch witzig, alles gut. Aber halt natürlich auch nicht so vielleicht nicht so ein Geniestreich in die Richtung, in die eigentlich Ron Gilbert wollte. Gerade nach dem Ende von diesem zweiten Teil, den wir heute spielen, hätte man sich vielleicht was anderes gewünscht. Aber trotzdem auch ein sehr guter Teil. Teil 4 ist halt hässlich. Ist halt eine richtig hässliche 3D-Grafik. Auch dann nicht von Ron Gilbert. Und ist auf jeden Fall nicht gut gealtert, aber ist auch in Ordnung. Und es gibt dann noch Tales of Monkey Island. Das ist mehrere Episoden Monkey Island. Die habe ich noch nie gespielt. Das ist quasi der 5. Teil. Aber ja, also theoretisch gibt es 5 Teile von Monkey Island, aber 1 und 2 sind nur von Ron Gilbert. Sorry, is this your bucket? Well, no. So you won't mind if I take it? I guess not. Wenn doch nur alles einfach wäre. Excuse me. Juhu! Wake up! 1, 2, 3 oder 4. Jetzt entscheidet Merle. Ich meine, solange wir alle solange nur ihr und ich spielen, also ihr beide und ich, machen wir es immer abwechselnd. Das ist doch fair. Außer Merle ist natürlich nicht da. Dann hat Hendrik jetzt gewonnen. Ja, das ist ja auch sonst das Tempo dieses ganzen Streams ist dann ja auch unter aller Kanone, wenn nicht immer alle. Also, wenn ich auf euch warten muss. Nicht das, ich muss immer auf euch warten, sondern ihr wisst, was ich meine. Wake up! Gut, Merle. What is it? Wenn nicht, dann sag einfach Bescheid, dann ist Hendrik wieder der Boss. Hendrik, hi. Long time no see. Remember me? I'm Guy... Oh, ja, oder? Ihr macht es schon automatisch, das ist natürlich noch viel geiler. Did you ever get this circus started? Ja, würde mich auch interessieren. Did you ever get that circus started? Do we know you? Merle, I'm Guybrush Threepwood, a mighty pirate. I'm Guybrush, the man who rid the world of LeChuck. I'm Guybrush, you tried to send me the minutes of a PTA meeting in the last game, claiming it was a map. I'm Guybrush and I was just leaving. Kannst du mir welche mitbringen? Ich habe relativ kurz vor dem Stream gegessen und das war in Ordnung, aber jetzt kriege ich auch doch langsam wieder ein bisschen Hunger. Es scheint, als wäre Merle jetzt gerade nicht da, Hendrik, also ja. Dankeschön. 1, 2, 3, 4. Echt? Und dann willst du das mit 4. Du willst einfach abhauen? Nicht weiter mit ihm reden? Das finde ich ja... Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Hendrik, das kannst du nicht ernst meinen. Hendrik, ich bin erstaunt, dass du das ernst meinen würdest. Danke, Merle, dass du Bescheid gesagt hast und wieder zurück bist. Jetzt habe ich auch völlig den Überblick verloren. Wer eigentlich... Aber Hendrik... Ja, 3 meintest du eigentlich, ne? I'm Guybrush. Das ist You tried to sell me the minutes of a PTA meeting in the last game, claiming it was a map? Map? I don't know what you're talking about. No, really. Why did you wake us up, Gorbush? Ihr wechselt euch. Ich nehme doch einfach immer wieder die schnellste Antwort, glaube ich. Mit dem Abwechseln, da kommen wir alle nur durcheinander mit.
What are you guys doing up there? What happened to your leg? Na, das hattest du letztes Mal noch nicht. Is that your red? Immer noch wahrscheinlich. 1, 2 oder 3. Letzte Chance ist... 3. Is that your rat? Yes. We call him Munster Monster because of his insatiable passion for cheese. I don't get it. Klingt so, als könnten wir alles durchklicken, dann machen wir das einfach mal. What happened to your leg? It happened during a performance. That's what we do for a living now. You see, after our circus failed, we started a pirate catering business on nearby Fat Island. The sacking lunch. It was quite lucrative. Why aren't you still doing that? Das ist jetzt eine Einmalsache. Why aren't you still doing that? What does this have to do with performing? Then what happened? What does this have to do with performing? I'm getting to that. Sorry, The governor of the island made us an offer we, couldn't refuse. So, we sold him the business. Fat Island. Yeah? What did you do with the money? And what does this have to do with performing? Es kommt bei mir auf dem, ist auch jetzt gerade erst angekommen. Das heißt, kein Wunder, dass es für euch, ne, das ein bisschen länger dauert. Yeah? Yeah? We sank the money into one of those newfangled glass-bottom boats We wanted to take passengers on sightseeing trips. and search for a place called Drinky Island in our spare time. Boy, did we ever want to get there. Aside from the obvious reason, we had inside information that Drinky was in fact the resting place of the legendary treasure of Big Whoop. Da wollen wir doch hin. Big Whoop? I'm looking for that too. Big Whoop? Did you find anything? I don't see what this has to do with performing. Hier sind wir dran. 1, 2, 3. Außer Hendrik, du hast jetzt schon quasi dafür... Wir nehmen einfach jetzt mal die 1 als das. Big Whoop? I'm looking for that too. Well, I hope your luck is better than Oh, ours. shit. You see, Sorry. we got a bit of a raw deal on the boat. Seems the salesman didn't have any glass for the bottom, so he just left a gaping hole there. By the time we noticed, we were taking on water, Wahrscheinlich fast. Stan. We ended up stranded on a tiny desert island. Where do we get to the performing part? How much longer is the story? I think it's past my bedtime. 1, 2 oder 3. Ich weiß, Hendrik, die 2 war es nicht. Das habe ich gerade aus meinem Augenwinkel ja gesehen, dass das ein bisschen später kam. Wir kennen also schon Fat Island, Drinky Island und wir sind jetzt auf Scabb Island. Könnte auch wichtig sein, falls wir ja vielleicht auf die eine oder andere Insel kommen. Ja, nur so gesagt mal. How much longer is this story? We met a philosopher on the island, and he told us something which changed our lives. That you're a pack of loonies? That you should bore passers-by to tears with long stories? What? What is it? What did he say? Tell me already! That you're a pack of loonies? He told us that all the world is a stage and that we are merely players. So, we became performance artists. When he lost the leg, Frank was brilliantly showing the inseparability of the path man walks from the food chain. The symbolism of the cheese was essential. You know, this leg is looking sort of dingy. Would you get some polish over at the Woodsmiths and polish it for me? Also, für ein bisschen Geld ja. Also, wir sind doch nicht dein Laufbursche. Nein, du kannst doch nicht. Nee. Also jetzt, 1, 2 oder 3. Sure, give me money for the polish. Give me money for the polish. Actually, I'm kind of busy right now. Jetzt so. Give me money for the polish. Okay. What are you guys doing up there? We're performing.
That's right. Okay. Performing. Hast du schon wieder In our angefangen? current work, we portray man's response to global environmental issues of a changing world. How come you have to perform on that ledge? To show the precarious nature of the situation. So to speak. Right. Oh, I see. I think you're overlooking the potential symbolism to be gained by your closeness to the earth. Sounds like a crock of monkey snot to me. 1, 2, 3. Ihr seid wieder dran. Und... Ja, schade, dass jetzt mit Mixer, dass wir jetzt erstmal keinen Streamingdienst haben, mit dem die Interaktion ein bisschen fixer geht. Ich meine, es geht. Man muss halt ein bisschen warten, aber... Der Mixer war dann doch schon ganz toll. I think you're overlooking the potential symbolism to be gained by your closeness to the Earth. But... All right, you got us. We're really up here because... You're not performing? Well, we're afraid to come down. What? What's the word for it, Frank? Stupidity? It's the opposite of acrophobia. Something like... orcaphobia. Fear of killer whales? Fear of strange vegetables? Sounds more like workophobia to me. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acrophobia? Fear of strange vegetables? Say what you will, we're not coming down. Da war Merlin wieder schneller. See you later. We can scarcely contain our anticipation. Haben wir jetzt eigentlich Geld von denen bekommen dafür? Ach. 1 piece of 8. I'm rich! Thrifty dig. For the treasure hunter on a budget. Sharp. It's just a bucket. Gut. Dann lassen wir mit dem Laundry Guy reden. What do you know about Largo LaGrande? Who are you? I like to pick up some clothes. Whoops, I thought I wanted to talk to you, but I don't. Da ich in meinem Streambild noch nicht einmal angefangen habe mit ihm zu reden, jetzt erst, warte ich nochmal wieder auf euch, weil ich glaube nicht, dass eure gerade eben die Zahlen irgendwas damit zu tun haben, was ich gerade... Oh, sorry, Merle. Who are you? Sure, Sonny, I can get out stew. That's easy. I can also extract grog, spit, and swamp mud. That's because I'm Mad Marty. I'm mad about getting your clothes as clean as they can be. Erstmal müssen wir mit dem reden, Merli. Sorry. 1, 2, 3. I've got a laundry type question. I'd like to pick up some clothes. On Largo LaGrande. Manchmal habe ich das Gefühl, ihr wollt den Vortritt den anderen lassen. I got a laundry type question. Shoot. Would you be able to get out ketchup? Do you do alterations here? Wahrscheinlich Ketchup, ne? Ich glaube, das ist auch in eurem Sinne. Would you be able to get out ketchup? Get out? Ketchup? What do you want me to do? Nothing. Na, wir können sowieso alles fragen. Dann frage einfach mal alles. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. Okay, Merle. I must have left it in my other pants. Why'd you trade it for chocolate-covered ants? I'd like to pick up some clothes. Ja. You have your claim ticket, Sonny. It was stolen. Taking it bowling was a dumb thing to do. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. I dropped it in my grog and it melted. Log welted it? Well, now that is a good excuse, but I can't give you your clothes without a claim ticket. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. Mom threw it out when she cleaned my room. What? You beat your mom with a broom?
You should treat her better than that. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny? I lost it while being keel-hauled. Your dog got mauled? What does that have to do with a claim ticket? Oh, never mind. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny? No, I don't have my claim ticket. You don't have to shout at me. I can hear you. But I can't give you your clothes without a claim ticket. Okay, gut. I've got a laundry-type question. Shoot. Moment, hier auf meinem Handy steht Wave. Heißt das eigentlich, dass du wavest oder kann ich waven? Oh, I can wave. Ah, wie cool. Ich hab dir gewinkt. Ich hab dir gewinkt, Hendrik. Cool. Do you do alterations here? Alterations? You mean change the numbers on your food stamps? You got some nerve. I'm sorry. What do you know about Largo LaGrande? I don't know anything about cargo or contraband. I'm clean. Bist du dir da sicher? Oops, I thought I wanted to talk to you, but I don't. Ja, ich kann das nachvollziehen, Gabriel. Okay. Mad Marty. Oh, hier werden ja jetzt auch die Namen dann öffentlich gemacht beim Spiel, wenn man mit den Leuten geredet hat. Das finde ich gut. Das habe ich ja letztes Mal auch noch angesprochen, dass ich solche Spiele mag. Weil denen auf dieses kleine Fünkchen Realismus geachtet wird. Ja, zurück und ab nach links in das andere Schiff. Ne, erstmal vielleicht hier zum Wood-Typen, um sein Bein da zu polieren. Ach. Hello. Dann gehen wir hier gleich hin. Denn hier ist der Wood-Typ. Hello. Yeah? Could I buy some wood polish? That's 1 piece of 8. Anything else? I'd like to look around a bit. Sure thing. If only I could use this stuff on my lines. My lines? Seine Sprüche oder irgendwas anderes? Ja, dann reimen wir mal seinen Pegleg ein. Nice. That wouldn't be wise. Thanks. Here's a piece of 8 for your trouble. Jetzt haben wir Wood Polish und ein bisschen Geld. Immerhin. Dann gehen wir mal... Hier, anscheinend haben wir ja das eine Gebäude, das hier, bisher ganz übersehen. Das heißt, bevor wir jetzt in das Schiff gehen... Oh, guck mal, eine Kröte. Dann gehen wir nochmal hier hin. Hello. Hello. Auch sehr close on the real deal. Reminds me of a dollhouse I once had. I mean, my, sister once had. Klar. Ist nicht schlimm, ich hatte auch Barbies. Jetzt ist es raus, ich hatte Barbies. It's too small. Von meiner Mama, so ganz alte. It's a pile of blank paper. Papier? Ist gut. Nice map. Drew it myself. You drew it yourself? I can't reach it. Nice map. Yep. I can't reach it. Dann reden wir mal mit dem Cartographer. Nice map. Not for sale, though. Ihn will ich erstmal anschauen, über ihn lästern. Nice monocle. Thanks. I can't see a thing without it. Ja. Excuse me. Oh, yes. Hi there. Can I help you? Hi, I'm Guybrush Threepwood, LeChuck busting stud. Hi, I'm Guybrush. Who are you? Excuse me, do you know anything about Big Whoop? 4 ist ja immer Tschüss, also 1, 2 oder 3. Hendrik, du bist mal wieder dran. Hendrik, und da du ja auch gerade der Einzige bist, der zuschaut, sollen wir das so lassen,
dass ich euch diese Auswahl machen lasse? Oder findest du, das ist auch fürs Angucken irgendwie zu undynamisch und zu sehr hin und her und hi Merle! Und zu sehr, dass man immer warten muss. Dass man immer wieder warten muss. Und auch Merle, an dich die Frage auch gerichtet. Du solltest sie ja eigentlich gehört haben nach meiner Delay-Rechnung. Hi, I'm Guybrush Threepwood, LeChuck-busting stud. Aha. Okay. Excuse me. Yes? Okay, dann mache ich das jetzt. Oh Gott, also das auf der einen Seite, ja, es fühlt sich dann schöner und schneller an. Auf der anderen Seite, ich bin ja, wenn ich alleine spiele, bin ich einer, der immer wieder neu lädt, um die Sachen auch anzuklicken, die ich vorher nicht angeklickt habe, damit ich alle Antworten herausbekomme, die ich hätte bekommen können. Einfach nur, um noch die anderen Witze auch mitzubekommen. Das mache ich jetzt beim Stream natürlich nicht, weil das wäre ja total langweilig und ihr würdet mich auch dann in meinen Kiel holen. Und jetzt muss ich... Das Schöne war, ich hatte all meine Verantwortung auf euch geschoben. Deswegen war es auch nicht schlimm, wenn ich dann eben nicht das auswähle. Oder wenn eine Auswahl andere Wahlen einschränkt. Also zunichte macht. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich mal. Und jetzt muss ich damit klarkommen, das wieder selber zu machen. Oh Gott. Nee, Merle, keine Sorge, live passiert das nicht. Excuse me, do you know anything about Big Whoop? Uh-oh, who sent you here? I should warn you, I'm heavily armed. Okay. Well, aren't we jumpy? Well, aren't we jumpy? You would be too if you were me. I've been researching Big Whoop for years. There are a lot of people who'd like to get their hands on my files. Are you looking for Big Whoop too? Can I see your files? Where do you think it's buried? I'm looking for Big Whoop myself. Wanna help? Where do you think it's buried? Well, I haven't really been able to find out much hard information. What do you know about it? I know its location is a mystery. I know its location is a mystery. You mean you never heard of the 4 men who buried it? Uh-huh. Oh, them? Yeah, I know about them. Of course. Well. Guess you don't need me then. Ja. Excuse me. Yes? Ein Kartenmacher. My name's Guybrush. Who are you? Macht Karten. Wally B. Feed. At your service. Wally. I have some questions about Scabb Island. Why? Thinking about moving here? Du hast übrigens auch dein Dach über dem Kopf ist kaputt. Das gefällt dir? Ja, vielleicht hat er nichts anderes. I'm trying to get off it as soon as possible. Actually, I'm trying to get off it as soon as possible. How's business? Where's the governor's mansion? Actually, I'd better not ask too many questions. Where's the governor's mansion? There is no governor on Scabb. This is an anarchist cooperative of pirates, cutthroats, and other criminals. A haven for roughnecks and rebels like me. Like the only you. authority on this island is that bully Largo. You know anything about this Largo guy? He's just the local hood, shakes down everybody in town. Nobody comes or goes from Scabb because Largo makes them pay through the nose. Yeah, tell me about it. Genau das, was ich gerade sagen wollte. How can I get off this island as soon as possible? Good luck. With the sailing embargo Largo's imposed on Scabb, it's hard to get anywhere. Largo Embargo. Which doesn't help my business, let me tell you. That's the name of the stream. I'm looking for some room and board. Well, I hear there's a new chef down at the Bloody Lip. And the Swamp Rot Inn has all the comforts of the sea. But I think Largo's booked the whole thing. Thanks for the lowdown. Any time. What exactly do you do here? I'm a cartographer. You do open heart surgery? In here? No.
I'm the map-making sort of cartographer. Oh, What kind of maps do you make? Is that all you do? Make maps? Ha! Only sissies use maps. Maps, huh? That's interesting. Well, Sia, is that all you do? Make maps? is that all you do? Make maps? Well, I do some restoration work too. I paste them together, recopy them, paint little cupids in the corners, you know, artsy-fartsy stuff. Maps are very, very important. Ich mag seine Stimme. Not to me, I don't travel. Actually, I prefer to just stop and ask directions. Actually, I prefer to just stop and ask directions. That's what Magellan thought. Sorry, cartographer joke. Cartographer joke, richtig. Is longitude the sideways one, or is that latitude? You know, I could just sit and talk about maps all day. Könnte ich mal das da fragen am Ende? You know, I could just sit and talk about maps all day. Hey, me too. What kind of maps do you make? Every kind a pirate could need. My eyes have seen the whole world, and there's not a part of it I haven't put down on paper. Maps are very, very important. Very, very important. Das war total mein... Not to me. I don't travel. That's even better. With good maps, you can see the whole world without leaving your living room. Fast wie ein Videospiel. Is longitude the sideways one, or is that latitude? I can never remember which is which. It's so cute when you lay people try to understand geography. I could try to explain it, but it would probably just go over your head. Ist Wally ein bisschen abgehoben? Ich glaube ja, wobei Pegbiter auch. Could you tell me about the men who buried Big Whoop? Well, all anyone knows for sure is that there was a shipwreck. The merchant vessel Allein went down in a terrible storm. Elaine? Only 4 crew members survived. They washed up on a remote deserted island. Some say its name was Inky Island, but I don't believe that. Wir haben ja schon von Drinky Island gehört, das klingt ja ähnlich. Why don't you believe it? Go on, finish the story. But what is Big Whoop? Well, why don't you believe it? Because there's no such island. Anyway, that's where they supposedly found Big Whoop. But what is Big Whoop? Whatever it was so wonderful, or so horrible, that they never wanted anyone else to find it. So, they took the map they made of the island and split it up among the 4 of them. And they all went their separate ways. Ich sehe, wo das Spiel hingeht. Wir brauchen alle 4 Kartenteile. Wow, that's some story. Where are they now? You don't actually believe that story, do ya? I love this story. Well, bye. Where are they now? Well, I don't even know their names. I'd go look them up at the Fat City Library if it weren't for this stupid Largo Embargo. Of course, it could just be an old legend, but if I could just see the map of that island, I bet I could recognize the shape of the land and track it down myself. Would you mind if I just looked around? No, be my guest. Oh, no. Hi, Wally. Oh, hello, Mr. Brush. Passt. Would you mind if I just looked around? No, be my guest. Der ist ausgesaugt an Infos. Papier, map, bed. Use bed? It's too small. Okay. Papier. It's blank. Blank paper. If only I could use this stuff on my lines. Oder meint er Falten? Ich weiß nicht genau, was er da meint. Ist euch... Hello. Fällt euch beiden, Merle und Hendrik, fällt euch hier in dem Woodshop noch etwas auf, was wir vielleicht mitnehmen könnten? Du hast recht, Hendrik. Das ist Monkey Island. Nice map. Aha. I can't reach it. Stimmt, das ist Monkey Island. Also nochmal, habt ihr vielleicht eine Idee, was wir in diesem Zimmer noch nicht abgeschlossen haben? Abgeschlossen, ich meine jetzt nicht, dass wir etwas abschließen sollen, aber etwas, was wir noch tun müssen. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon geht, aber es muss irgendwann gehen. Interessant, wenn man sich auf dem Stream-Check einfach nochmal von 15 Sekunden aus der Vergangenheit sieht.
Und jetzt sehe ich, wie ich das gerade gesagt habe. Puh, das ist ja wirklich... Facebook-Section? Some kind of Section. Staple Remover haben wir leider nicht dabei, Hendrik. Ich habe mir echt notiert, wenn irgendein Red Bubble Design oder so, das Nati vielleicht mal macht oder sowas, und dass wir uns dann ein Staple Remover Shirt holen können. Das würde ich für meine Streams auf jeden Fall anziehen. Das ist schon Running Gag. Also fällt euch nichts auf. Oder etwa doch? Was wir vielleicht noch mitnehmen könnten? Was wir noch ansehen sollten? Was wir... Ne? Okay, mein kleiner Tipp ist... Oh, pass auf! Wenn ihr nichts sagt, ich kann ja gleich mal H drücken und dann gibt euch das Spiel einen Hinweis, den ich sonst auch geben würde. Aber ich bin mal gespannt, wie das mit den Hinweisen aussieht bei dem Spiel. Ja, das haben wir ja schon. Okay. Ach so. Dann meint das Spiel... Okay. Dann mach ich es einfach mal selbst. Wir stehen ihm gleich Nice monocle. Thanks. I can't see a thing without it. Melle, ganz genau das. Du bist richtig Where's gut. my monocle? Can't see a thing without me monocle. Where is that thing? Oh. I swear I put it right here. I hope I didn't lose it. Den Raum an, I'll never be able to afford a new one. Kann ich leider nichts machen. Oh, how am I supposed to work? Dang. Ich habe ein schlechtes Gewissen. I'm such a dope. Everything looks all blurry. Yeah, me too. Can't I do anything right? It's blank. Oh, shoot. Okay, ja. I bet my mom would help me find it. Okay. Ja, wie das Spiel gerade schon meinte, wir sollten ja den Hint führe ich jetzt einfach mal aus. Lecker! Ein bisschen Largo-Spucke. Oh, yuck. Ja, das ist wohl richtig. Was sagt er dazu? Yep, it's Largos. Ich hab Bock auf einen Kaffee. Habt ihr auch Bock auf einen Kaffee? Bringt uns jetzt nichts. Aber ich habe das Gefühl, ich rieche Kaffee. So, dann wollen wir mal schauen, was dieses Chip macht. Aha. Da ist ein Pet Alligator. Ah, vielleicht ist das, was ich rieche. Mein Kakao ist auch gut, hatte ich lange nicht mehr. Only one guest. Yes, but that dang Largo Diese eats ne? like 30. I'd have to have a room first. You're supposed to leave these things open. Ja, okay, ich habe schon gemacht. Nice. Oh, isn't that cute? Yes, it is. I could lose a finger doing that. Crunchy. Oh, ja, das wäre jetzt... Da hätte ich auch Bock drauf, Hendrik. I could lose a finger doing that. Okay, aber nichts I could lose a finger doing that. für Oh, das isn't that Krokodil cute? machen. Haben wir irgendwas für das Krokodil? Bisschen Wood Polish? I think all he wants right now is sleep. Okay. Mit dem Messer. Gut. I think all he wants right now is sleep. Vor allem stand da auch Give Knife. Nicht Use Knife on. Egal. I could lose a finger doing that. Dann... Busy guy. Be with you in a second. I don't think I'd get away with that.
Be with you in a second. 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 So. Okay. Nee, das Alligator lebt noch. Let's talk to the innkeeper. Excuse me, I'd like a room, please. Sorry, we only have one and it's full. Ah, nee, das erinnert mich gerade an Bruma. In The Elder Scrolls 4 Oblivion gibt es in Bruma auch ein Inn. Das hat, glaube ich, 3 Zimmer oder 2. Und ganz hinten ist jemand drin. Und man muss da rein und was stehlen. Und das Büchlein ist hinter der Kommode oder so. Und so sieht das auch aus, weil hier ist auch gerade halt nur diese eine Tür. Hold it right there. That's a private room. No going up there. In Ordnung, in Ordnung. Das Seil durchtrennen? Okay, use knife on... Welches Seil? Ach, das da! It's tied to the post. Ah. And it's securely fastened. Gute Idee, Merle. Das merke ich, Merle. Hey, how'd old Pegbiter get loose? Pegbiter. I'd better go catch him before he catches somebody else. Pegbiter heißt Beißer von... Cheese squigglies. One of my favorites. Beißer von Holzbeinen. Und er ist wahrscheinlich das Krokodil, was ihm das mal angetan hat. Okay, dann können wir jetzt alles hier machen. Können wir die vielleicht auch mitnehmen? I don't want to steal his bell. I feel bad enough setting his alligator free. Da noch was? I'd have to have a room first. Nee, vielleicht können wir... Cheese Squigglies haben wir ja schon mal. Dann mal hier zur Tür. Nice. Der Sound klingt so... Ich glaube, hier sollte ich speichern. Ich erinnere mich, dass hier vielleicht gleich was kommt. Ja, wir können es leider nicht mitnehmen. Oh, das ist echt schade, Bernhard. Finde ich auch. I don't see anything special about it. Then again, I never really have understood art. Who let you into my room? I, thought it was my room? Well, it ain't. So get the f*** out of here. Okay. Nice. What are you doing in here again? Okay, ich glaube, Mistmerde, das habe ich letztes Jahr zu spät gesehen. Vielleicht kommen wir von außen rein, irgendwie durchs Fenster oder so? Das weiß ich wirklich nicht mehr. Da? Nee. One of my favorites. Ja, das Fluchwort passt auch wirklich nicht zum Spiel. Okay, wir haben gerade ein paar Sachen. Aber was wir auch haben, ist eine volle Blase. Kinders, das wird jetzt die erste Pause von bei Monkey Island 2, LeChuck's Revenge Special Edition über Facebook. Und ich bin gleich wieder da. Es dauert nicht lang. Ich hoffe, Facebook zensiert jetzt nicht meinen Stream, weil ich liebes Facebook, das jetzige Lied ist extra ein Creative Commons Lied. Das darf ich nutzen. Ich darf es nur nicht verkaufen. Aber Nine Inch Nails, der liebe Trent Reznor, hat es extra den Leuten zur Verfügung gestellt. Und ich darf das. Also, darauf achten bitte. Kannst du das nicht auch mit dem Messer regeln? Ich könnte leider nicht in mein Inventar währenddessen. Aber sonst hätte ich auch das gemacht. Also bis gleich. Ja, Merle, das klingt wieder anscheinend nur bei dir so. Bei mir klingt auch alles gut. Ich weiß nicht, ob das dein Laptop ist oder dein Handy, aber irgendwas haut da nicht hin. Ja. Vielleicht schon. Hörst du denn mit Kopfhörern oder mit Boxen? Boxen ist ja bei einem Laptop sowieso immer ein bisschen schwierig.
Nicht lang schnacken, weiter geht's. Und ja, Curse of Monkey Island. Hendrik, das fand ich lustig. Curse of Monkey Island ist aber der dritte Teil. Ist ja auch egal. Also ab ins Spiel, weiter geht's. So, wir wollen vielleicht mal in Largos Stuhl ein bisschen schnüstern, aber er ist ja da. Das heißt, wir müssen ihn da irgendwie... Ja, vielleicht sind es dann die Boxen, die nicht so gut sind. Aber wobei, der Unterschied wird dir ja wahrscheinlich schon auffallen. Also, bin ich mir sehr sicher. Dass es vielleicht dann doch noch was anderes. Weil wären deine Boxen so schlecht, wärst du ja schon mal vorher irgendwann aufgefallen. Ja. Ich versuche das jetzt nochmal mit dem Messer. Vielleicht... habe ich das ja gerade falsch in Erinnerung. Scram, kid! Okay, da sollen wir nicht rein. Was wollen wir eigentlich? Wir wollen wahrscheinlich runter von der Insel. Ach, wir können ja auch noch die ganze Insel, den Rest erkunden. Ja, den Rest erkunden. One of my favorites. Hier oben, hier war auch nichts mehr weiter. Nö, dann lass uns doch mal den Rest der Insel anschauen. Genau, nein, ich kann ihn nicht abstechen. Merle, tut mir leid. Ich würde es ja gern, aber ich kann nicht. Ich mag die Kröten hier. Die finde ich sehr, das sind atmosphärische Kröten. So. Aber das lasst ihr doch jetzt euch entscheiden. Sollen wir zuerst zum Beach? Zum Swamp? Zum Cemetery? Friedhof. Zur Halbinsel? Peninsula mit irgendeinem Bildchen? Ja, das waren die Sachen. Okay, weißt du was? Das machen wir doch erstmal, Hendrik. Ihr könnt dann ja nochmal überlegen, wo ich hin soll. Aber das könnte man ja versuchen. Cheese Squigglies und plus Ratte. Wir hatten da ja die Box. Wir könnten ja die öffnen. Und dann Käse reinpacken. Und jetzt... ja, blöd, dass es so gelaufen ist, Merle. Aber danke, dass du so lange ausgehalten hast. Ja. Der nächste Stream, da bin ich ja jetzt dann bereit und weiß vielleicht ein paar Macken. Wobei ich mir manche echt auch bis heute nicht erklären kann. Und viel Spaß bei Modern Family. Ich finde es auch toll, dass hier neue Folgen released wurden. Oder auf Netflix neue Folgen. Wir schauen das auch gerade zur Zeit hin und wieder. Also, jetzt öffnen wir nochmal die Box. Nice. Wer will da nicht hin, weil wir da sind? Der Maus. One of my favorites. Kann man vielleicht noch mit der Shovel das irgendwie... I can't dig that, Daddy. Not responsible for lost buttons or hooks. Oder können wir... das Knife? Damit es dann... My scoutmaster would kill me if he saw me use a knife like that. Okay. Die Box ist ja noch... Die ist ja noch nicht mehr offen. Das heißt, wir müssten da irgendwie was haben. Vielleicht... Oh ja, genau. Und jetzt von der Seite aus. Nee, okay. Ich glaube, irgendwas machen wir da noch falsch. Dann nehme ich meine Cheese Squigglies erstmal wieder mit. Und jetzt zurück. Aber... Ach. Das ist ja mal genau das gegenteilige Problem, Merle. Sonst war es ja immer der Laptop, der viel besser war. Ja, wirklich. Komische Sachen hier. Ich glaube, Hendrik, ich weiß noch woran. Ich glaube, du bist auf jeden Fall... bist nah dran mit der Ratte, aber da fehlt uns, glaube ich, noch was. Also, wir müssen das irgendwie schaffen, die Ratte zu bekommen, ohne dass wir da die Box aufhalten. Dass wir vielleicht irgendwas anderes machen. Der Stick sieht auf jeden Fall verdächtig aus. Nice stick.
Ich mag die großen Monde von den Remaster. Mir gefällt das. Rapscallion Steam and Weenie Hut. Place order here. Rapscallion. Rapscallion Steam and Weenie Hut. Place order here. Das ist ein irgendwas sagt mir Rapscallion. Also nicht, dass das jemand wäre, aber irgendwie irgendwas nennt man so, oder? Nice. Nice door. This door appears to be locked. Looks closed. Oh, keine Weenies. Das ist ein leckeren Weenie für Guybrush. Steam and Weenies. Steam and Weenies. 20 feet. I can't pick that up. Was meinst du, Hendrik? Vielleicht musst du das Holzbein vom Woodsmith holen, es dem Performer geben und dann mit dem, was er jetzt als Bein benutzt, die Box aufmachen. Und wie benutze ich nicht das Holzbein, was ich vom Performer, vom Woodsmith nehme, als Holzbein? Und wieso soll ich es nochmal tauschen? Also Holzbein gegen Holzbein, das andere Holzbein. Ist das andere Holzbein so viel besser? Ich weiß nicht mehr genau, wie es aussah. Kann ja sein, aber... Oder ist da gerade ein kleiner... Machst du es gerade komplizierter, als es sein müsste? Okay. Habe ich auch gedacht. Bis wir vielleicht... Nice. Jetzt diesen Stick haben. Der könnte vielleicht genau die gleiche Funktion erfüllen. Also ist ja ein Holzbein oder ein Stick. What's the difference? What's the difference? Fink Bart. Nice. Und Merle, stimmt, das ist noch die viel berechtigtere Frage. Wozu brauchen wir die? Too heavy. Nice. Nice. Kannst du was anderes sagen? Hey Fink. He's back. I ever tell you about the time I kicked LeChuck's butt? Tell me about this Largo guy. How's the pirate biz? Any idea where I could hire a ship? Well, I'll see you salty dogs later. Hendriks Pun-Game fängt langsam wieder an. Gerade eben den einen fand ich auch gut. Das habe ich auch gesagt. Aber ich glaube, davor war noch einer. Ever tell you about the time I kicked LeChuck's butt? Look, Guybrush, besides the fact that we'd all rather die than hear that story again, there's another reason you shouldn't go spreading that story around. Largo LaGrande is back on Scabb. He used to be LeChuck's right-hand man. You don't want to get Largo on your bad side. How's the pirate biz? Horrible. The sailing embargo has all of us pirates landlocked. We can't go about our business. Some of us tried pirating on land, but it just didn't feel right. Ah, Pirating on Land. Dann bist du nur noch ein Bandit. Das ist natürlich uncool. Auf so einer richtigen Pirateninsel? Anscheinend schon. Any idea where I could hire a ship? You'll need to go to the far side of the island. And there, you'll meet a man named... Stan? Captain Dread. Yikes. Sounds intimidating. Not really, once you get to know him. Of course, he can't take you anywhere until Largo lifts his sailing embargo. Okay, deswegen müssen wir also mit Largo noch irgendwie was machen. What's this about an embargo? The Largo Embargo. Well, it's not really an embargo. It's a tax on ships coming or going. But it's a huge tax that no captain on this island can afford. Including Dread. That fool Largo doesn't know when to stop. He can't take more from us than we have. Any marshmallows left? Marshmallows? We don't have any marshmallows. What's that white puffy thing on the end of your stick? It's the stuffing for under my eye patch. We're just sterilizing it. We're pirates, Guybrush, not Girl Scouts. Natürlich, so sterilisiert man. Aber der Rauch geht doch auch ins Auge. Do you guys know any piratey songs?
Sure, Fink here knows a million. Ja, Go schon ahead, Fink. ekliger noch Sing als auf that one der, about als im ersten Teil, Scabb ne? Hab Island. ich auch das Gefühl. Oh, all right. Well, I'd rather be a pirate on Scabb than a Scabb on a pirate. And if you'll listen to me gab, I'll tell you why I admire it. Oh, the people are too friendly, the weather's not the best. The lodging's too expensive and Largo's quite a pest. But the thing I like about Scabb is what it hasn't got. No mayor or police force, and no jail in which to ride. That was beautiful. Do you guys know any more piratey songs? Okay, here's one about a pirate, his parrot, and a tragic day at sea. You're not gonna sing Polly the Squawker lives in Davy Jones' locker, are you? You know that one always makes me cry. Sorry, Bart. Nee, nicht wirklich nicht mitzusehen. Also das ist schon Deluxe-Schunkel. Also dafür muss man schon richtig die Schunkelstufe anziehen. Do you guys know any more piratey songs? Let me try one. Oh, 100 bottles of beer on the wall. 100 bottles of beer. 508. You take one down, pass it around. 508 bottles of beer on the wall. 42. Oh, 42 bottles of beer on the wall. 42 bottles of beer. 4. You take one down, pass it around. 4 bottles of beer on the wall. Oh, 4 bottles of beer on the wall. 4 bottles of beer. You take one down, pass it around. 3 bottles of beer on the wall. Oh, 3 bottles of beer on the wall. 3 bottles of beer. You take one down, pass it around. 2 bottles of beer on the wall. Oh, 2 bottles of beer on the wall. 2 bottles of beer. You take one down, pass it around. 508. 508 bottles of beer on the wall. Du Pisser! 508 bottles of beer on the wall. 508 bottles of beer. You take one down, pass it around. 507 bottles of beer on the wall. Whoa, 507 bottles of beer on the wall. 507 bottles of beer. You take one down, pass it around. 506 bottles of beer on the wall. Oh, 506 bottles of beer Der on the wall. Synchronsprecher, der Arme. 506 Wie lange bottles ist of der denn? beer. Wie lange You stand er take denn one da im down, Studio? pass it around. 505 bottles of beer on the wall. Whoa, 505 bottles of beer on the wall. 505 bottles of beer. You take one down, pass it around. 504 bottles of beer on the wall. Whoa, 504 bottles of beer on the wall. 504 bottles of beer. You take one down, pass it around. Oh, you take one down, pass it around. Okay, that's enough. Oh, I wasn't done. Okay. Tell me about this Largo guy. A 2-bit thug. He's nothing but a low-down weasel. Sorry. So why don't you kick Largo off the island? Well, we would. But he was very close to LeChuck. But LeChuck's gone forever. I heard they never found his body. Was a That's ghost because I blew it into 1,000 pieces. Oh no. Not this story again. Do you guys know any more piratey songs? Oh, I wish I could parley some French with Governor Marley. Hey! I'd say to her, voulez-vous. Okay, that's enough. No songs about Governor Marley. Looks like Guybrush is still carrying a torch for the governor. Too bad he can't even talk to her in English. Was war eigentlich noch? Was ist denn zwischen den beiden passiert? Ich meine, wir wissen ja vom Anfang des Spiels, dass in der Zukunft sie irgendwann nochmal miteinander reden werden. So ganz normal. Do you guys know any more piratey songs? Sorry, Mr. Sensitive. The only other songs I know are dirty ones about Governor Marley. Me too. Well, I'll see you salty dogs later. That reminds me, do we have any weenies left?
Ich glaube übrigens, das war jetzt alles pure, unterhaltsame Zeitverschwendung und bringt uns, was Rätsel angeht, kein Stück weiter. Sehr sympathisch. Dann gehen wir mal... Wir können ja schon mal nachdenken, wo gehen wir hin? Zum Cemetery? Zum... Swamp? Zur Peninsula? Da ist wahrscheinlich hier Captain Dread. Nicht Dr. Dre? Wovon hast du denn jetzt einen Ohrwurm? 504 bottles of beer on the wall. Oh, 504 bottles of beer. Take one down, pass it around. 503 bottles of beer on the wall. Oh, 503 bottles. Ich finde die Musik auch echt gut, Henrik. Und die im letzten Teil war sogar auch echt gut. Ja, genau. Also, Woodtick waren wir, Beach waren wir. Swamp, Cemetery, Peninsula. Hendrik Merle, ihr seid dran. Das entscheidet ihr. Das will ich euch nicht nehmen. Aber ich fand das auch gut mit dem Dialog. Weil häufig ist es ja sogar so, man kann doch alles durchklicken und dann ist es ja auch nur wirklich ein Hirnfurz, wenn wir hier die ganze Zeit, wenn ich so tue, also wenn ich euch frage und ihr dann was auswählen könnt und wir dann irgendwann erfahren, okay, hätten wir uns jetzt 2 Minuten sparen können, weil ich sowieso alles fragen kann. Okay, mehr ist das egal. Swamp. International House of Mojo. Habt ihr das auch schon mal irgendwo anders gehört? International House of Mojo. Creepy, but apparently seaworthy. Creepy, but apparently seaworthy. Looks murky. I don't want to touch it with my hands. I don't want to touch it with my hands. Wow, a whole bucket of mud. And it's mine! All mine! A whole bucket of mud. It's a bucket full of mud. Yes! Nice. Bucket full of mud. Das ist quasi Puddle of Mud Remastered CD, Bucket of Mud. Okay, ja, dann würde ich sagen... I don't want to pull it out of the water. It might be covered with jellyfish and swampy parasites. Oh. Und zum Glück haben wir den Stick. Dann mal los. Hat sich Pirates of the Caribbean vielleicht ein bisschen bei Monkey Island was abgeguckt? Creepy, but apparently seaworthy. Monkey Island basiert ja auch auf der Ride in Disneyland. Vielleicht ist es ja quasi ein Kanon. Ganz genau, Hendrik. In 15 Sekunden etwa, oder jetzt wahrscheinlich 10, in 5 wirst du genau das gleiche von mir hören. Display model. It appears to be bolted to the table. It appears to be yo-yo string. Ooh. I'll just take a little. Of course. Cat dewormer. No thanks. I don't need it. It looks like bound editions of Voodoo Quarterly. Voodoo Quarterly? No, that stuff's way too technical for me. It looks like bound editions of Voodoo Quarterly. Buch immer was anderes ist, aber nein. Ode to Mojo, the mystical aroma of voodoo captured in a delightful potpourri. Skink toes. Okay, doch, die Jars sind alle anders. Krass. No thanks. I don't need it. And I feel bad for the skinks. No thanks. I don't need it. Voodoo's not known for its good smells.
Ja, ein bisschen hier String haben wir schon mal von daneben, aber den Skull können wir leider nicht mitnehmen. Aber wir gucken uns das alle Ash Jars to an. life, the uncremating cream. Hey, that's just a display model. Guybrush Threepwood. Ein mächtiger It's Pirat. been a long time since you last came to see me. Back to the Voodoo Lady. About the jar I was looking at. Do I know you from somewhere? Tell me about this Largo guy. Do I know you from somewhere? Ah, we often forget those who help us most. We do? It was I who told you how to do away with LeChuck. I told you where to find the voodoo antidote and how to turn it into the powerful, ghost-dissolving potion you needed. Oh, yeah, now I remember. How's business? Very good. Many hexes this week. Saved many people from the evil eye. Made many pieces of 8. Although Largo took most of them. Kommt bis zum Sumpf. About that jar I was looking at? That's one of my most powerful potions. Brings the dead back to life. That doesn't sound quite proper. I could do lots of cool stuff with that. I'll take it. That doesn't sound quite proper. Hey, I got a license. About that jar I was looking at? Yes. I could do lots of cool stuff with that. There are some complications. It only works on ashes, and the resurrection is only temporary. Plus, you need to bring me a sample of the subject's ashes before I can mix you up a batch. Boy, voodoo's complicated. Rules are rules. Ihr wisst bisher auch nichts von irgendwelchen Aschen, ne? Die uns doch zu was bringen. About that jar I was looking at? I can't make you any of that potion without some ash from the subject's remains. Aber es gibt ja ein Cemetery. Also vielleicht ja so. I'd like to have my fortune read. I see a hard road for you, Guybrush. Things didn't get easy for you when you defeated LeChuck, did they? People only wanted more. You had to keep proving yourself over and over. The pressure kept mounting until you lost it all. Your fame, your fortune, the one you love. Okay, that's enough. Der Hund mit den Gefängnisschlüsseln, behalt das im Kopf. Wird vielleicht später nochmal interessant. Von Fans des Films oder Fans des Theme Parks? Wer fand das blöd? Tell me about this Largo guy. He's a weak little man who bullies this whole island around. Most people are afraid of him because he was once LeChuck's right-hand man. Yeah, but LeChuck's history. I got rid of him myself. True evil can never be destroyed completely. You will see. Teil noch? LeChuck's Revenge? Okay, ja, dachte ich mir, aber kann ich auch nachvollziehen. Je nachdem wahrscheinlich auch, wie man die Filme findet. Und auch Film 4, 5, 6, 7, 8, ich weiß gar nicht, wie viele es gibt, aber ich weiß, später waren sie ja wahrscheinlich, wurden so kritisch nicht mehr so gut angenommen. Merle, ich glaube, das war alles Absicht. Und ja, es war witzig. Aber so geht's mir auch, wenn ich das Handy benutzen muss zum Tippen. Dann adios, Merle. Adi-usch. Freut mich, dass es jetzt doch noch funktioniert mit Monkey Island auch. Und, stimmt, bis morgen. Morgen Abend geht's ja weiter mit dem Spiel. Aber bis dahin, Henrik, du und ich, wir regeln das jetzt. Und wenn du Raphael siehst, sag ihm mal Bescheid, dass er ruhig wieder vorbeikommen kann. Wahrscheinlich guckt er seine erotischen japanischen Animes, von denen er schon häufig geschwärmt hat. Why don't you just put a curse on Largo? I've tried.
My most powerful magic lies in voodoo dolls. But to make an effective doll, I need some items from Largo's person, and no one's brave enough to go get them for me. What are those items? What kind of ingredients do you need for the doll? Are you willing to help me make one? Maybe? To make it work, you need to bring me some personal artifacts of the victim. One from each of the 4 basic voodoo groups. Something of the thread, something of the head, something of the body, and something of the dead. Hey, that almost rhymes. For the thread, I need a piece of Largo's clothing, and a lock of hair will do for the head. Bring me a sample of fluid from his body, and from his dead relatives, you must acquire some remnant of a corpse. Here, take the shopping list. Oh, thanks. Do you have any of those ingredients with you? I have some of his spit. I have some of his spit. Excellent. You may keep the paper. Have you brought me any other ingredients? No, not yet. I'll bring you more later. Good. Now go. Ich denke mal, der Spit war something of the body, wa? Great recipes from the International House of Mojo, page 139. Aunt Helen's special voodoo doll mix. Something of the thread, something of the head, something of the body, and something of the dead. Oder vom Head. Head oder Body? Was sind noch die anderen Jars? Die haben wir noch nicht angeguckt. Wart remover. No thanks. I don't need it. I don't have any warts. Bat wax. Fruit cocktail in heavy syrup. No thanks. I don't need it. I don't even want to know what it's used for. No thanks. I don't need it. I don't like heavy syrup. And you hate fruit cocktail, das ist nett. Spider lungs. No thanks. I don't need it. I feel bad for the spiders. Golden tongue, the 5-day treatment plan that helps you talk to women. Vielleicht ist das was für No dich? thanks. I don't need it. I don't have that problem. Anymore. Ja. Tender touch pirate powder. Prevents stump chafing and eye patch rash. Ja, vielleicht von so einem Kumpel. No thanks. I don't need it. I don't have an eye patch or any missing limbs. Bottles. They're unlabeled. Ach, die sind auf einmal hier. I don't think I'm qualified to handle them. And anyway, they're gross. I don't think I'm qualified to handle them. And anyway, they're gross. Bottles, Tender Touch, Golden Tongue. Hier gibt's keine Jar, die wir noch nicht angeschaut haben. Dann... Mal versuchen. Well, it appears to be bolted to the table. Brauchen wir Bolts? Kann man irgendwas davon... Na... Okay, dann... Lass mal weiter. Das wollte ich mir noch angucken. Geht gar nicht. Look at. Okay. Ich muss sagen, ich fand das auch schon als Kind ein bisschen gruselig hier. Also wenn man das mit 10 oder so, 9 spielt, dann man weiß ja auch nicht, was passiert. Und man kennt, also ich kannte mich noch mit Videospielen überhaupt nicht aus. Wann speichert man, wann nicht? Und kann man hier überhaupt sterben und sowas? Apropos. Und dann, wenn man hier auf einmal so einem Voodoo-Sumpf ist. Und so whimsical sieht es ja auch nur hier aus. Hier sieht es ja noch ein bisschen... Halt alles... immer ein bisschen eher realistisch aus. Und hier ja noch ein bisschen mehr... künstlerische Freiheit. Dann mal zum Cemetery, wa? Wie waren wir? Bats. 2. Okay, 2. Warning! Quarantine tomb. Inhabitants died of green tongue fever. It looks like it's been sealed shut, but then again, why would I want to go in there? Quarantine tomb. Open tomb. It looks like it's been sealed shut, but then again, why would I want to go in there? Stands casual crosses, for graves that don't need to dress up. Stand. Stands casual crosses, for graves that don't need to dress up. Here lies Hank Plank,
Does anybody recognize that name? He didn't have any money on him when he died, and somebody's got to pay for the funeral. Stan. Here lies Hank Plank. Does anybody recognize that name? He didn't have any money on him when he died, and somebody's got to pay for the funeral. Stan. Ein typischer Stan. Also Stan gibt's immer noch. The Ricketts. No trespassing. Der nervige, damals noch Schiff von Previously Owned Vessels, ja nicht, Chekhov. Er hat sich jetzt wahrscheinlich aus Cemetery-Geschäft spezialisiert. The Quagmires. No trespassing. It looks like it's been sealed shut. Nichts mit Family Guy zu tun? Stan's Cozy Crypts. A place to spend eternity, not a fortune. It's locked shut with a big rusty lock. My scoutmaster would kill me if he saw me use a knife like that. Oh, nee. Da gehen wir gleich hin. The Grouts. No trespassing. Bei Baldur's Gate gab es auch so. Here lie the Gordo brothers. Too big for any ship. Let's hope the Earth can hold them. So witzige Tombstones. Das finde ich beim Spiel immer lustig. Wenn man diese, wie heißt es noch? Diese Inschriften benutzt für Jokes. Ja, ich bin ein großer Fan von Inschrift-Jokes. Tombstone. The grave of the unknown pirate. The grave of the unknown cabin boy. The grave of the unknown drunk guy we found face down in his own vomit on the beach. These spots reserved for our privileged future customers. War auch gutes Comedy-Timing, ne? Normal, Booms. Das ist schon auch damit halt gerechnet, dass man das von links nach rechts anschaut. These spots reserved for our privileged future customers. These spots reserved for our privileged future customers. Das Spiel habt ihr verstanden. Dann mal zu dem Gravisch. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Und Gothic 2 habe ich geliebt. Here lies Daredevil Jim McDowell. Hand of steel, leg of wood. Jim took every risk he could. A life of action, that was Jim's. Too bad he ran out of limbs. No man commanded Jean-Louise, not on land and not on water. John did whatever he did please, until he kissed the gunner's daughter. There once was a girl named Carrie, who thought that she soon should marry. She went into town and flirted around. She didn't get wed, she got buried. Largo LaGrande. Hell on sea or sand. The good news is, he's dead. The bad news is, he bred. Das ist nochmal so richtig right in the kisser beim Ableben. Nice. Na, wir brauchen Something from the Dead, ne? Von Largos Papa. Dann würde ich sagen, oder? This is creepy feeling. I'd swear on my grandfather's grave, something weird is going on. Nice. Nochmal? Hat er es zugemacht? I don't want any more gross bones. Nicht? You can never have enough gross bones. Gross. Bones. Okay. I think it's yo-yo string. Ja. Nice. Nice. One of my favorites. It's blank and kinda soggy. Everything looks all blurry. Okay. Lachst du auch wegen des Pants-Jokes, Hendrik? Als Kind fand ich immer sehr witzig. Okay, ich weiß gar nicht mehr, ob dieser Cemetery noch für was anderes gut war eigentlich. Dann mal ab zur Peninsula. Something of the head, something of the thread. Die beiden brauchen wir noch. Und dann noch ein Schiff.
Das ist aber schön. Oh, da würde ich gern... Oh, das sieht aus wie so eine... Ich meine, da haben wir ja Glück hier an der Nordsee. So, es gibt ja solche Bootrestaurants und so. Und das sieht schon sehr einladend aus, oder? Generell... Warmes Licht von innen, das nach außen scheint. Ist bei mir immer... Also sofort, da will ich hin. Das schmeckt immer nach Weihnachten. Was soll das sein? Shoot. It says, and I quote, Captain Dread's ship charters. 20 pieces of 8. Inquire within. Ah! Du hast 2 Buchstaben gewechselt. Deswegen habe ich nicht verstanden, was du meintest. Nämlich Boisshot. I love a house with that nautical look. Ja, genau das, was ich doch meine. Ich finde, hier hat das Gesicht sehr wenig Ausdruck. Das fand ich schon immer ein bisschen gruselig. Hier ist schon besser. Let's save that game. Bra. Bei 13% erst. Also. Ist nicht viel, also ist gut für das Spiel jetzt, wo wir heute erstmal angefangen haben, aber halt sehr viel länger auch als beim ersten Teil. Hier können wir die Dinger, können wir nicht. Okay, ja, sorry. Dann wieder zurück. Hey, oh, Captain Dread. Are you Captain Dread? Yeah, man, I'm Captain Dread. What can I do for you? I need to charter a ship. Natty Dreads. I gotta run. Lots of treasure hunting to do. Natty Dreads. Thanks, man. I need to charter a ship. I can't charter you my ship because a while ago I lost my lucky sailing necklace. I called it my eye that has seen the world. I can't sail without it? No way, man. Besides, that mean and nasty guy Largo, he has an embargo on the island. No ships can sail in or out without his approval. There's no way he would let me leave. Könnte das die Necklace sein, weil es ja Eye auf irgendwas hieß, die damals im ersten Teil der Navigator, Mr. Navigator hatte? Der Kopf? Why can't I charter your ship? Like I said before, man, I lost my lucky eye that has seen the world sailing necklace. Besides, Largo has an embargo on the island. Eye that has seen the world sailing necklace. Hendrik, hast du vielleicht eine Idee, was wir ihm stattdessen geben könnten? Ich weiß jetzt nicht, ob das die Lösung ist, aber Eye that has seen the world. Tell me more about that necklace thingy you lost. It happened some time ago. My navigator and I set sail for this legendary island. When we arrived, we were taken prisoner by cannibals. I escaped, man. But my navigator was not so lucky. All I found of him was one of his eyeballs. And I've kept it as a good luck charm. Gee, I think I've met your friend. Unlikely. Well... I gotta run. Exactly. Lots of treasure hunting to do. Okay. Bye, man. Come again. Den Bucket of Mud, ich denke, das ist ein Joke, aber hast du vielleicht hier ein anderes Eye that has seen the world? Hendrik. Vielleicht... Denkst du ja das gleiche, was ich denke? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es richtig ist. Aber... Monocle! Genau, das dachte ich nämlich auch. Der war ja Cartographer, der Wally. Und das ist ja quasi ein Auge, also... Und das heißt, er sagt immer Mon. Und das ist ein Monocle. Would you like my monocle? Thanks, man. This'll do just fine for my lucky sailing necklace. What can I do for ya? I gotta run. Lots of treasure hunting to do. Okay. Bye, man. Come again. Jetzt müssen wir nur noch die Largo Voodoo Doll irgendwie basteln.
Moment, da war gerade ein Like. Warst du das? Okay. Kitty Cat Zizi oder Natascha Schneider hat gerade geliked. Und ich dachte schon, das sind andere hier. Wobei ich mich immer freue, wenn es findet so Schluss. Ja, dann lass uns mal zu Woodtick. Und da irgendwie noch von Largo den Rest seines Körpers und so abnehmen. Moment. Something of the thread, something of the head, something of the body, and something of the dead. Thread und Head fehlt nach meiner Meinung. Da ist ein Hammer und Nägel. Ist das Nägel? Okay. Yeah? I'd like to look around a bit. Sure thing. Schade. Hendrik, du hattest ja noch die Idee mit der Ratte. Lass uns doch vielleicht die Ratte erstmal holen. Man weiß ja nie, wann man sie braucht. Something of the thread. Vielleicht hat er ja... Okay, wir brauchen also von Largo so ein Ticket, um von ihm eine Hose vielleicht abzustehlen. Wie kommen wir an Largos Ticket? Wir müssen vielleicht in sein Zimmer. Aber wie kommen wir in sein Zimmer? Vielleicht hat er Angst vor Ratten und wir können die Ratte benutzen. Lass uns mal das mit der Ratte versuchen, was wir meinten. I think I'm too clumsy to hold the stick and tie a knot at the same time. Okay, ich kann nicht nachvollziehen. It's too soggy. Andere Sachen will ich benutzen? That doesn't seem to work. Okay. Dann let's open that box. Und packen den Stick da rein. Und packen den String an den Stick. Und packen die Cheese Squigglies in die Box. Und gehen hier hin und ziehen am String. I think it's yo-yo string. Wahaha. Okay, Kitty Cat Zizi. Bye bye. Nice. It won't fit in my pocket. Nein? Und wozu haben wir das jetzt alles gemacht? It's closed. It won't fit in my pocket. Du hast ein Bucket of Mud in deiner Pocket, aber die Box geht nicht? Wollen wir mit denen reden? Was wollen wir das machen? Yo. Yo. Yoo-hoo. 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 They're sleeping peacefully. Hey guys. I doubt they'd be interested. I doubt they'd be interested. Aufwachen! I doubt they'd be interested. Okay, dann nicht. Die arme Ratte. Warum haben wir das jetzt gemacht? Okay, lass uns mal gucken. Vielleicht hat sich bei Largo ja was geändert. Noch mehr Cheese Squigglies nehmen? Okay, ja, das funktioniert. Kann ich nicht essen? Schade. Vielleicht die mal benutzen, dann kommt Largo raus. I don't want to steal his bell. I feel bad enough setting his alligator free. Okay. Messy, messy, messy. Vielleicht können wir die schließen. It doesn't seem to stay closed. They look pretty old. I'd better not touch them. It looks like somebody's trying to grow penicillin. I'd better not touch them. It looks like somebody's trying to grow penicillin. Largo could be back any minute. Nice.
I don't like to get naked in other men's rooms. It's empty. It's already open. Achso, okay. It's empty. Ooh, Toupet! There's strange little white bugs all over it. Ah. Nice. I don't like styrofoam. It's bad for the environment. Guter Guybrush. Ja, hinter dem Painting noch was? Ne, geht auch nicht. Also nichts, was man damit machen kann. Okay, ich glaube, dann können wir hier heraus. It doesn't seem to stay closed. Ist da noch was dran? Okay, ich glaube, wir haben jetzt doch nicht kein... Stop pestering me! I was just leaving. Renn! Guybrush, renn! Okay. Ich habe mich erschreckt. Ich dachte eigentlich, man konnte sich auch hinter diesem Screen da verstecken. Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, warum man das machen sollte. Hat ja funktioniert. There's strange little white bugs all over it. Okay, wir haben something from the head, something from the body, dead. Es war nur noch Thread. Thread. Hast du eine Hilfe, Pia? Barkeeper? Excuse me. Yeah, boy? Yeah, boy. Is that job available yet? Sorry, that guy I hired is doing just fine so far. Grog, please. I'll need to see some ID for that. In that case, I'll take my business elsewhere. Sorry, kid. I should have listened to my mother. I should have practiced. Hendrik, hast du eine Idee, wie wir an den Cleaning-Pickup-Schein da von Largo kommen, um eine Hose von ihm zu bekommen? Also in seinem Zimmer war ja keine Hose. Wir können auch schon mal Toupet und Dad jetzt zur Voodoo Lady bringen, aber Hired das help only. bringt ja jetzt erstmal auch eigentlich nichts. Ich glaube, das ist mir auch nie ganz aus dem Kopf gegangen, so dass ich immer bei Leuten, also bei Kneipen denke, so unrealistisch finde ich das jetzt nicht. Lass uns vielleicht wirklich welche machen. Woodies. Mal hier bei Wally was gucken. Sein Monokel haben wir For crying out loud! Hi, Wally. Who's there? I can't see anything without my monocle. Would you mind if I just looked around? No, be my guest. If you see my monocle, let me know. I hope it didn't roll onto the floor. Nobody move. Ooh. I can't believe somebody would steal it. I'd go for help, but I'm afraid to walk around like this. Oh, ich weiß jetzt wieder, was es ist. I'm stuck here forever. Sorry, Wally, du breaks my heart. Ich muss da raus. Okay. Hendrik. Und alle anderen, die auch gerade zuschauen bei Feuerglatze. Wir müssen ja irgendwie Largo dazu bringen. Wir brauchen ja von ihm irgendwie eine Klamotte. Wir finden nichts in seinem Zimmer und wir können nicht einfach ihn anklicken und was wegnehmen. Das heißt, wir brauchen irgendwie seine Klamotte vom Cleaner. Die Frage ist, wir müssen das ja erstmal schaffen, dass er da überhaupt hingeht. Und es gibt einen Weg, ihn dreckig zu machen. Und da kann man auch drauf kommen, jetzt wo wir ja einmal bei ihm drin waren und schon mal wissen, wie sein Hotelzimmer aussieht. Hendrik, hast du eine Idee, wie wir das vielleicht hinbekommen? Dass er sich dazu genötigt fühlt, zum Cleaner zu gehen. Guck mal, wie spät ist es. Eine halbe Stunde. Okay.
Stockt. Hendrik, ich beglückwünsche dich zu deiner, ich meine, korrekten Antwort. Okay, door, close, door. Mat. Bucket mat with door. I think I hear Largo coming. Ah, er macht's automatisch. Hey, what the hell? What's going on? Whoever did this is gonna pay. I can't get this thing off my head. When I get this thing off my head, somebody's gonna be real sorry. Maybe I shouldn't have done that. He looked pretty steamed. Nun, jetzt ist es passiert. Goodie. Dann ist er jetzt wahrscheinlich beim Cleaner. Und was da passiert, weiß ich gar nicht mehr. Wir müssen ja auch noch irgendwie das Ticket kommen. Vielleicht lässt er es einfach fallen? Und wofür brauchen wir die Ratte? Wir haben sie jetzt schon mal in der Box, aber... For what purpose? Was hat die Illuminati damit zu tun? You're making me mad, Marty. That's my name, don't wear it out. Look, I want it free and I want it tonight. Party tonight? Sure, I'll come. I'm talking about getting my laundry. Don't worry about me. I've been dry for 3 years. I said I need it back tonight. What? Yeah, we'll stay out all night. This is useless. You tell them I'll be back to pick it up. Or else. Fieser Fiesling. He looks nice enough. Mad Marty. I've got a laundry type question. Shoot. Actually, nothing. I don't care about clean clothes. Who does? No, I don't have wheat loaves. I didn't think you would. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny? Das versteht er auch. No, I don't have my claim ticket. You don't have to shout at me. I can hear you. But I can't give you your clothes without a claim ticket. Oops, I thought I wanted to talk to you, but I don't. Vielleicht sprechen wir einfach mit Largo und... No ticket, no laundry. It's sparkly clean. Dann bekommen wir einfach das Ticket von Largo. Die sind ja auch keine Hilfe mehr. Und warum haben wir die Maus eingesperrt? Also das hat ja schon mal einen Sinn. Haben wir noch Wood Polish? Ich rede jetzt erstmal mit Largo. Largo LaGrande. Wenn er da ist. Ist er nicht? Ich hätte hier das Ticket. In der Drawer. It's already open. It's empty. I don't like to get naked in other men's rooms. Nice. Vielleicht steht hier was Neues drin? Only one guest. I'd have to have a room first. Wie kommen wir an Largos Ticket? Hier ist er auch nicht. Wir können ja mit Marty auch nicht über Largos Wäsche sprechen. Oder vielleicht müssen wir erstmal irgendwas aktivieren, indem wir die bisherigen Zutaten zur Voodoo Lady bringen?
Ach, vielleicht kann ich einfach die Box öffnen und die Ratte dann nehmen. Cute little fella. Ah. Wir haben eine Ratte! Cute little fella. Captured Rat. Tut mir leid. Wie sieht die im Frühjahr aus? Genau wie eine Captured Rat halt aussieht. Okay. Mit der Ratte zum Koch, nicht zum anderen Typen. Und dann? In die Ratte gehen? That doesn't seem to work. Henrik, du bist ja richtig Good thing this is a cold soup. schnell heute. Gut, dann. The barkeep might see me. Okay. Moment, jetzt wollte ich kurz wissen, was da stand. Vichyssoise avec grand. Ugh, there's a rat swimming in it. I've never been much for rodent seasonings. Hast du noch was zu sagen? Komm, deine Excuse letzten me. Worte? I said, leave me alone. Ja, okay. Mal gucken, wie lange das dauert. Vielleicht ist es ja schon passiert. Hey, Barkeep. Der spuckt nicht mehr, okay. Jetzt habe ich falsch angehört. Excuse me. Yeah, boy? Hey, ja. Is that job available yet? Sorry, that guy I hired is doing just fine so far. And how's the stew Hey, tonight? how's the stew tonight? Stew? Oh, gosh. We only serve gourmet chilled soups here. In fact, our new cook has been working all day on a very special Vichyssoise. Let me go see how he's doing. Vichyssoise. How's the Vichyssoise, Bernard? Excellent, sir. Won't you have a taste? Oh, I think I will. Oh my God! What kind of demented recipe book are you using? You're fired! But, sir... Out! Get out of my sight! This is the most disgusting, filthy mess I've ever seen in my life! Look at all the hair! And what's this stuff? How am I ever gonna get rid of this junk? Well, here's your soup. I'm really not that hungry anymore. Dang. Hey, can you cook? A little. How'd you like a career in the fast-paced world of pub food cuisine? Are you saying there's an opening in the kitchen? Yeah. You interested? Es gibt aber ja wirklich solche Kellner, Restaurantbesitzer, was auch immer, die nicht merken, dass die Leute merken, dass hinten vielleicht manchmal was nicht in Ordnung ist. I don't know, how much does it pay? I don't know. How much does it pay? 420 pieces of 8 a week. First week paid in advance. First week paid in advance. Can I have something in the band? I think it's probably sure. Give it a shot. I'll give it a shot. Great. Job is yours. Here's a week's worth of wages. Now go strap on that apron and get to work. Okie dokie. Finde ich auch, Hendrik. Der sollte seine License to Stew verlieren. The barkeep would be mad if I left work early. Ja, dann machen wir so wie ich damals beim Konfa-Unterricht. Wir gehen aus dem Fenster raus. The fire's out. I bet it weighs half a ton. I'm no cook. Now you are. I've never been much for rodent seasonings. Yuck, a rat's been swimming in it. Okay. Ja, Guybrush ist schon ein bisschen
auf die schiefe Bahn geraten, ne? Aber ich meine, er ist ein Pirat. Piraten sind halt schief. Stimmt, aber Moment, das bringt uns ja jetzt bei... Wir bringen erstmal den ganzen Kram zur Voodoo Lady und sprechen auch mit Captain Dread. Ach, deswegen, er klang gruselig wegen Dread, aber Dread. Also das habe ich schon verstanden, aber... Ach, egal. Ich glaube, ich klinge jetzt noch dümmer als ich bin. Bringen wir erstmal die Zutaten zur Frau. Vielleicht triggert das ja irgendwas. Pirate. You are a pirate. Have you brought me any more ingredients? Kann sein. I have his toupee. Not quite a part of his head, but maybe I can get some scalp fragments from Yeah, it's full of it. Have you brought me any other ingredients? I have the bone of his grandfather. Perfect. Do you have the final ingredient? No, I don't. I'll bring it later. Good. Now go. Let's get to the Winnie hut. Walk like an Egyptian. Let's go. Entschuldigung. Manche sagen mir auch immer, wie nervig hässlich das klingt. Und ich mach's aber einfach gern, bis jemand sagt, dass ich aufhören soll. Und das geht ja jetzt nicht. Wir haben ja 15 Sekunden Delay. Deswegen verschone ich euch jetzt und denke einfach mit. Das klingt wahrscheinlich nicht so schön. Dann können wir vielleicht Captain Dread schon im Voraus bezahlen. Jetzt brauchen wir dann noch die Final Ingredient. Im Voraus bezahlen ist eigentlich keine gute Idee, ne? Wie der Koch ja jetzt auch weiß. Gerade Gabisch müsste ja die Lektion gelernt haben. Also nicht der Koch, sondern der Barkeep. It's me again. So I see. Captain Dread. What can I do for you this time, man? Why can't I charter your ship? Like I said before, man, Largo has an embargo on the island. I gotta run. Lots of treasure hunting to do. Okay. Bye, man. Bye, Come man. again. I will. Gut, that was a waste of time. Okay, dann gehen wir nochmal zu Woodtick. Und... nach Woodtick? Whatever. Dann möchte ich noch gucken, ob der Koch jetzt wirklich bei der Winnie Hut ist. Vielleicht hilft uns das weiter bei Largos Hose. Na, schade. That's some more piratey songs? Oh no, let's please not do that again. Ich will noch mal den Rücken strecken und knicken und knacken. Nacken auch. Man muss den Nacken knacken. Der Nacken muss knacken. Ja, es ist wieder spät, so spät, dass ich langsam durchdrehe. Nur kurz gucken, was passiert, wenn wir da oben reingehen, bei dem, wo wir eigentlich kochen sollten jetzt. Dann kocht er wahrscheinlich vor Wut. 2% wieder ein Rätsel aufgedeckt. You're supposed to be cooking. I had to go to the bathroom. Don't worry, I washed my hands. Nice try, but not good enough. You're fired. Fuck it. I should have listened to my mother. I should have practiced. Hey, hired help only.
Sorry. Excuse me. Yeah, boy? Grog, please. I'll need to see some ID for that. I must have left my ID in my other pants. You'll have to do better than that. No ID, no service. Okay, dann... Er ist aber auch gechillt dafür, dass er uns 420 Pieces of Eight gegeben hat und wir sie also nicht eine Stunde gearbeitet haben. Wally, er... Oh, I'm gonna starve to death in here. Ich kann mir den nicht angucken. Ah, Guybrush, du Fiesling. Vielleicht doch noch hier was bei Captain Woodchuck? Kann er nichts mitnehmen, der will ja alles für sich behalten. Der Egomane. Use wood polish. Sorry, I don't give refunds. Ich gehe jetzt nochmal zum Cleaning Dude. Ich kann mir jetzt fragen. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny? No, I don't have my claim ticket. You don't have to shout at me. I can hear you. But I can't give you your clothes without a claim ticket. Oops, I thought I wanted to talk to you, but I don't. Die sind auch... Juhu, die gehen nicht mehr wach. Vielleicht eine Seite rausreißen aus diesem Gästebuch? Hendrik, das ist so witzig, wie häufig. Das mit dem Messer ist wirklich noch viel schlauer, weil ich glaube, das hätte ich sonst nicht gekonnt. Aber das ist ja jetzt schon das zweite oder dritte Mal, dass sowas passiert. I'd have to have a room Dass first. wir exactly at the same moment the same Gedanken haben. My scoutmaster would kill me if he saw me use a knife like that. Ich fand die Idee so gut, wie du ja auch gemerkt hast. Damn it! My scoutmaster would kill me if he saw me use a knife like that. Vielleicht müssen wir hier hinter so lange stehen bleiben, bis er reinkommt und irgendwas passiert? Okay, ja, das machen wir, Hendrik. Ich werde noch mal kurz 10 Sekunden, ob vielleicht hier was passiert, aber ansonsten machen wir das. Okay. It's too soggy. I don't want to polish that. Can't dig that, Daddy. I don't want to gunk up the blade. That doesn't seem to work. It's too soggy. Er will es ja gar nicht benutzen. Vielleicht müssen wir das irgendwie... It's too soggy. It's blank and kinda soggy. Irgendwo erhitzen? Haben wir irgendwo Feuer? Irgendwas mit dem Registry finde ich aber gut. Aber die ganzen anderen Items haben da keinen Sinn. Ich meine, die haben ja alle zwar schön Licht, aber kein Feuer, wo man das vielleicht mit Sticks abkratzen. That doesn't seem to work. That does not seem to work. Die Antwort liegt sehr nahe, stimmt.
Why me? I never hurt anyone. It's a pile of blank paper. Ja. Rats! This stinks! If I don't find it soon, I'm going to lose all the monocle-grabbing muscles in my eye. Poor little Wally. I have Mitleid. Machen wir gleich mal. That doesn't seem to work. Yuck. It's too soggy. Okay, das alte Papier ist hin. Aber ich konnte das ja auch nicht mit dem Registry irgendwie benutzen. Das ist das auch nicht. I'd have to have a room first. Einfach rausreisen. Wo brauche ich... Moment, vielleicht... Das wäre schon dumm von Spiel, wenn es mir die Option gar nicht gibt. Aber... Nee. Es gab doch... Entschuldigung. Auch, also Hotkeys. Yank, hier, Pull. Pull oder Pickup? Y oder P? I can't pick that up. I can't move it. Ich finde die Idee aber echt gut, Hendrik. Okay, You're supposed to leave these things open. Auch das leider nicht, Hendrik. Wir reden mal mit Wally, um ihn zu trösten. Vielleicht können wir da ja was machen. Here, monocle. Here, boy. Hi, Wally. Who's there? I can't see anything without my monocle. Would you mind if I just looked around? No, no, be my guest. If you see my monocle, let me know. Reden noch mal ein bisschen Paper. Crud. I hope it didn't roll onto the floor. Nobody move. I hope I didn't lose it. I'd go for help, but I'm afraid to walk around like this. Ich meine, eine Feder ist ja auch genau hier drin und die können wir auch nicht anvisieren. Nichts auszuwählen bei der Feder. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. Mein Henry, wir könnten einen Hint benutzen. Ja, ich glaube, ich werde mal hinlatschen. Ich glaube, wir brauchen keine Feder. Ich spüre einen Pan kommen. Ups. Nee, wir können auch mal angucken, aber nichts da machen. Vielleicht irgendein Glas von der Voodoo Lady mitnehmen? Ich gehe nochmal zur Voodoo Lady, nehme ein Glas mit, also eine Jar. Wie kommen wir an das... Okay, jetzt fühle ich mir gerade schon an den Brusthaaren rum. Das ist not safe for work, deswegen lasse ich das mal. Display model. It appears to be bolted to the table. Board remover, cat dewormer, ash to life, skink toes, old mojo, tender touch, golden tongue, spider lungs, fruit cocktail, bad wax. Ja, das sind alles Spaßsachen. No thanks. I don't need it. After all, it's only a display model. No thanks. I don't need it. No thanks. I don't need it. I don't think I'm qualified to handle that. No thanks. I don't need it. No thanks. I don't need it. After all, it's only a display model.
No thanks. I don't need it. 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 I don't even want to know what it's used for. He does not need it. Heilewitzka. Knackig. Hendrik. Sollen wir zum Laundry Guy und ein Hint wagen? Wir gehen nochmal zur Weenie Hut. Na, blöd, wenn man im... Nee, alles gut. Top-Shirt, Top-Anti-Schweiß-Shirt. Rapscallion Steamin' Weenie Hut. Place order here. This door appears to be locked. My scoutmaster would kill me if he saw me use a knife like that. Ich glaube auch, Hendrik. Ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern, was es war. Ich dachte, wir würden Largo noch mal irgendwo antreffen. Dann können wir was mit ihm machen. Das war schnell die Anzeige. Ich gucke, glaube ich, sogar noch mal hier im Stream. If you can't... Ich glaube, das hilft uns nicht, Hendrik. If you can't get the ticket, you can collect his laundry? What? No ticket, no laundry. Not responsible for stains left on clothing. Hat dir dahin was gebracht, Hendrik? What would I do with that? I don't know. What would I do with that? Something of the thread, something of the head, something of the body, and something of the dead. It's too soggy. Hey, I don't launder money here. Try investing in a casino. Hey! Noch ein Hint. Largo will probably leave his laundry ticket in his room. Okay, dann ist es einfach gute alte Pixel-Hunting? Ich dachte, das macht Monkey Island nicht. Habe ich wohl vergessen, dass ich Monkey Island auch dafür, dass sich auch Monkey Island dafür nicht zu schade ist. Somewhere in his room. They look pretty old. I'd better not touch them. It looks like somebody's trying to grow penicillin. I don't see anything special about it. Then again, I never really have understood art. Largo could be back any minute. Messy, messy, messy. It's a bit on the tattered side. Nice. I don't like styrofoam. It's bad for the environment. I remember. Nice. I remembered.
Präteritum. Okay, war kein Pixel-Hunting. War in Ordnung. Das Rätsel war in Ordnung. Nice. Nice. Ich entschuldige mich, Monkey Island. Schon warum, allerdings schon logisch, dass man das vielleicht irgendwo ins Zimmer hängt und so Notizen wie eine Pinnwand. Bisschen weit hergeholt. Ja, und wahrscheinlich... Oh Gott, ja, ich hab's ja schon mal durchgespielt. Und deswegen hatte ich es noch hier drin. Und ohne Hint-System und ohne Komplettlösung, das dauert, glaube ich, lange und irgendwann hat man keinen Bock mehr auf das Spiel. So, Matt Marty. I'll see what we have ready for Mr. LaGrande. I know it's here somewhere. I saw it a while ago. Now, where was it? A dead parrot. Okay. Ah, here it comes. Pearly White. Nice April fresh scent. Die stochern aber auch, also das sieht ja aus wie Goggles. Okay, ist genau das gleiche Model. Danke, Marty. I guess I'll be going now. So. Aber er wurde doch ganz dreckig am Shirt. Hat er uns das Falsche gegeben, der Marty, oder ist der andere Kram noch nicht fertig? Naja, was auch immer, Voodoo Lady, wir kommen. How late is it anyway? Ah, 22:05 Uhr. Dann haben wir doch mal nochmal ganz schnell eben von der Insel ab. Oh, Henry, das ist jetzt die Frage. Ist das einfach nur ein Gag, haha, Largo, haha, bra? Oder hast du recht? Henry, ich mach das mal. Not my size. Not my size. Not my size. Können wir nicht. Das gehört Largo LaGrande. You better watch out, you better not cry. Santa Claus is coming and I'm telling you why. Santa Claus is... Ja, das... Better behave. You better watch out. Und überhaupt... Ganz anderes Lied. Das sind so Sachen, ich lerne als Kind Lieder und dann werde ich sie nie wieder richtig relearnen, weil ich sie einfach nicht... Das Falsche nicht unlearnen kann. We all have much to learn. Schrödingers Henrik. Da sind schon wieder ein paar, die für Twitter gebrauchen kann, Henrik. So 4, 5 waren heute dabei. Hey girl, lady. Have you brought me the final ingredient? Yes, I do. Have and do. I have this pearly white bra. Yes, that will work. At last! Now I can make a voodoo doll to be reckoned with. Let me get my juju bag. And now for the ingredients. A dandruff flake from Largo's head. A single piece of Largo's thread. A drop of fluid from his body. A single chip off the bone of the dead. And finally, some miscellaneous voodoo herbs and seasonings, including monosodium glutamate. This ought to be good. 2, 4, 6, 8. Who do we assassinate? What? Largo, yeah. Hey, that looks just like him. Thanks, Voodoo Lady. One more thing. Some of the ingredients were not the optimal
optimum specimens. It should still work, but it will have a limited range. You will have to get close to Largo. Very close. Nun. Theoretisch 22 Uhr, eigentlich ist es vorbei, aber wir haben auch ein bisschen später angefangen, eine Viertelstunde sogar, weil, ja, da gehe ich nicht weiter drauf ein. Und ich möchte wenigstens, wenn wir noch heute von der Insel runterkommen, das wäre doch ein schönes Ende. It's little, mean-looking and ugly, just like Largo. Sharp. Sharpie. Okay, dann einfach mal zu Largo und die Voodoo dort benutzen. Würde ich jetzt sagen. Das Geld für den Schiffstrip haben wir auch und dann können wir nach Dinky Island. Drinky Island oder Inky Island oder whatever das Ding heißt. Für Big Whoop. Oder Fat Island. Weil da war ja auch eine Spur hin. So. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Wah, 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 wah. Hey, what are you doing in here? Get out of my room and stay out. Wow. Take that, you stumpy little dim-witted toad! What? Who do you think you are? I'm Guybrush Threepwood. People don't always recognize me. That's why I carry this! I'm gonna tear you limb from limb. How are you doing that? Largo LaGrande, you are a no-good, vicious two-bit thug. I command you to give me back my money and leave this island. Ha! I already spent all your money. Oh, well, I command you to leave this island. Just you try and make... Yow! Yow! Ooh! Yow! Oh! That'll teach you to mess with the slayer of the ghost pirate LeChuck. What's that? You killed LeChuck? As a matter of fact, I did. Quite an interesting story, actually. The fortune teller said she did in LeChuck. She did she? Does she have one of these? Is that... Yes, Ghost pirate LeChuck's beard. Still alive and wriggling. Let me see that. Alive? Boy, it is alive. We've been looking for a living piece of LeChuck for years. Now we can bring him back to life. Look out, world! The most fearsome pirate of all time will soon sail the seas again. Guybrush? Whoops. Vielleicht hinterher? I'm afraid it's true, Guybrush. If they have any animated tissue, they can reanimate his whole body. But I blew his body into a zillion gooey pieces. Not his body, Guybrush. You destroyed his spirit form. His body was safely buried far away. But by now it must be... Rotten? Partially decomposed? Yes. And I don't think that's going to make him any more pleasant to deal with. He's gonna be looking for me. Yes. He's gonna try to kill me. Undoubtedly. Yes. What can I do? Where can I hide? Can you give me something to protect me? Can you just kill me now and get it over? Wir nehmen die... Aber nicht untote Haare. Das ist ja Minus mal Minus ergibt dann Plus, deswegen leben sie noch. Can you just kill me now and get it over with? You must try not to lose hope, Guybrush. There is a way out. What is it? You're doing it right now. Fiddling with the change in my pocket? Hunting for Big Whoop. Oh, yeah, I was doing that, wasn't I? Big Whoop isn't just a treasure. It contains the secret to another world. Find that world, and you'll be able to escape LeChuck forever. But I know so little about Big Whoop. Take this book. Big Whoop, Unclaimed Bonanza or Myth. And where'd you get this? I checked it out at the Fat City Library. I foresaw your need. Gee, thanks. I used your name when I checked it out, so be sure and return it when you're through reading.
The overdue fines in Fat City are pretty steep. Gee, thanks. You little rat. Back again, Mr. Threepwood? I am back again. About that voodoo doll? Yes, it worked pretty well, didn't it? I still have the touch. About that jar I was looking at? I can't make you any of that potion without some ash from the subject's remains. Okay, das heißt, wenn wir Well, irgendwann that's mal enough wen voodoo for me. wieder Bye. erleben So be wollen, dann it. ab zur Voodoo Lady. Wieder resurrecten. Halt. Resurrecten. Sagen wir so, wie es ist. Wieder beleben, nicht wieder erleben. So, dann mal mit Captain Dread. Hey, oh, Captain Dread. Und dann ab nach Fat Island. Was sagt denn das Buch? Big Whoop. Unclaimed Bonanza or Myth. This is fascinating. It says here there were 4 pirates. Rapscallion, the cook. Young Lindy, the cabin boy. Mr. Rogers, the first mate. And Captain... Good heavens! Captain Marley! Wonder if there's any relation. They buried their treasure along with plenty of... booby traps on a place believed to be called Inky Island. They made a map which they divided into 4 pieces, each man taking one. Rapscallion later opened the Steam and Weenie Hut on Scabb Island. It was a huge success, but fell into disrepair after Rap was killed in a flash fire. Young Lindy drifted aimlessly, down on his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Booty Island. He used the cash to bankroll an advertising firm which failed after its gross mishandling of the gangrene and honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed homemade contest grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat was leading at the time. Dann... wobei, lass uns doch mal bei Rapscallions Little Winnie Hut gucken. Rapscallion, wieso... Oder nennt man das einfach so, you little Rapscallion, so du kleiner Ganove, du? Oh. Looks closed. Oh, Hendrik. Nice. Gute Idee. Looks closed. Rapscallion's Steam and Weenie Hut. Place order here. Aber hier wird es jetzt wahrscheinlich nicht sein. Können wir uns noch mal von euch verabschieden? Und dann geht's los nach Some Island. He's back. I told ye, we don't have any marshmallows. Ich finde ihn witzig. Ich hätte gerne mit. Well, you guys can stop worrying about Largo. He's history. Oh, really? He must have finally got that nasty letter I wrote. You sure can write a mean letter, Fink. Well, I'll see you salty dogs later. Können wir noch anderen von der frohen Nachricht erzählen? Noch mal kurz nach Woodtick? Nach, ne? Nicht zu. Vielleicht ihm hier. Aber wieso sollte er? Yeah? Largo LaGrande will never bother you Ja, again. man kann. Yeah. I heard Marty stuck a bunch of pins in his underwear or something. Drove him right out of town. Fast. No, it was me. You? What were you doing with Largo's underwear? Well, no, never mind. I'd like to look around a bit. Sure thing. Dann wollen wir noch ein bisschen angeben. Excuse me. Yeah, boy? Largo LaGrande has left Scabb Island for good. Well, I guess all those laxatives I was slipping into his drinks finally got to him. What? Don't worry, I don't put them in all the drinks. Grog, please. I'll need to see some ID for that. In that case, I'll take my business elsewhere. Sorry, kid. Also gar nicht nötig, hier deinen ekligen Spuckgrog mit Apfelmittel zu trinken.
So, dann können wir noch bei Mad Marty angeben. Oh ne, bei Wally auch. Why me? I can't reach it. Hi, Wally. Who's there? I can't see anything without my monocle. Hey, I did it! Largo LaGrande left Scabb. That's great. I guess I can stop with the bricks through his window now. Here, monocle. Das ganze Dorf Here, hat dazu boy. beigetragen. Ihr pennt, ne? Hey, guys. Hey, guys. Hey, guys. Yo. Hey. Hey. Yo. Juhu. Okay. Mad Marty, ich hab's I geschafft. made Largo leave this island. You made cards out of sand? Do I care? I guess I'll be going now. Das reimt sich noch nicht mal. I guess I'll be going now. So. Der Typ ist wahrscheinlich, hat immer noch nicht seinen Alligator wieder. Ne, er ist noch nicht da. In seinem Raum dürfte ja auch nichts anderes sein. Ne, genauso wie vorher. Dann ab zu Captain Dread. Ab zu Captain Dread. Bring me back. Was war der Text? Was war der Baseball Bat? Klingt pretty violent. Bring me back with a baseball bat? Nein. Wieder habe ich es völlig falsch oder wieder mal so ein, zwei Wörter nicht richtig im Kopf. So, das ist mir auch. Wir müssen auch gleich nochmal kurz zusammenfassen, was hier eigentlich passiert ist. Also, weil ich wollte das Spiel dieses Mal wirklich verstehen und weil ich ja weiß, was noch passiert, wollte ich dann auch die Sachen, auf die jetzt hingewiesen werden, auch richtig einordnen können. Und ich bin jetzt schon ein bisschen überfordert. Also, der Mali. Aber nee. Okay. So. Der Mali-Captain ist in Ordnung. Dann Largo, wir kamen hier hin, wollten eigentlich ja nach Fat Island. Ne, wollten eigentlich hier den Big Whoop finden. Und jetzt wissen wir das. Oh Gott, ne, ich glaube, das muss ich. Bring me back to the railroad track, dankeschön. Nicht bring me back with a baseball bat. It's me again. Right, left. So I see. What can I do for you this time, man? Hey, man, I need to charter a ship, man. I need to charter a ship. You're in luck, my friend. Rumor has it that Largo's been run off the It's not a island. rumor. So I'm now free to sail again. Only problem is that you don't look like the type that has 20 pieces of I eight. have 420. Actually, I do have that much. Well, man, consider me ship chartered. Great. Where's your ship? You're standing in it, man. Yikes. 4 map pieces. Deep in the Caribbean, hidden by an endless storm, lies Das eine LeChuck's sieht aus wie fortress. He-Man und das sieht eher aus wie ein bisschen comic-mäßig. So, when are we gonna resurrect the old bloated fool? Oops. I'll ignore that comment just this one time, Largo. Only because they tell me you found Guybrush Threepwood. It's Threepwood. Threepwood, Dankeschön, Largo. and I found him on Scabb Island. Very good. No one gets the upper hand on LeChuck without getting what he deserves. I want Guybrush brought to me, and I want him brought alive. I am entrusting this to you. Do not fail me. Never, your voodoo lordship. Aye. Guybrush Threepwood is finished. I need you to start building me a very special doll. With pleasure. I'm off to find Big Whoop.
Und hier speichern wir und beenden dieses sagenhaft tolle Spiel. Es gefällt mir wie eh und je. Ja. Nur die Story, ich glaube, da muss ich doch mal... Der erste Teil war ja eigentlich doch ziemlich einfach. Also einfach gestrickt von der Story auch. Und zack. Ich finde es auch übrigens gut, dass sich die Kamera von Anfang bis Ende nicht wirklich sehr verschlechtert hat. Pro Kamera. Was will ich sagen? Ja, die Story war einfach und auch da konnte ich aber schon mit dem, was ich ja von Teil 2 wusste und dem Ende von Teil 2, das hat alles Sinn ergeben, aber jetzt waren schon so viele Namen und so, man kann sich das ja auch nicht nochmal anhören. Und das heißt, dass, wenn ich einmal nicht richtig zugehört habe oder das so schnell nicht einordnen konnte, dann ist es jetzt hin. Deswegen, danach, je nach dem Spiel wird auf jeden Fall eine Analyse von Monkey Island 1 durchgeschaut. Ja. Das machen wir aber jetzt nicht. Jetzt heißt es erst einmal Adios. Hendrik, vielen Dank, dass du wieder bis zum Ende dabei gewesen bist. Ich setze mich nochmal kurz hier in meinem Feuerglatze-Sitz. Und auch danke an Merle, danke an Natti, Cutie Cat Zizi, dass sie dabei war. Raphael, dass du auch am Anfang dabei warst. Kannst immer gerne wieder einschalten. Vielleicht hatte dich Facebook einfach ein bisschen genervt, so wie mich am Anfang. Ich muss nochmal... Also morgen wird es auf jeden Fall etwas schmoother laufen. Ich weiß ja jetzt, so ein paar Sachen werde ich auf jeden Fall ausmetzen können. Andere Sachen kann ich mir immer noch nicht erklären, warum sich auf einmal die komplette Tastatur geändert hat. Als hätte ich vielleicht... Ne, keine Ahnung. Und es war auch nicht auf Englisch eingestellt. Das passiert ja manchmal, dass man aus Versehen seine deutsche Tastatur in eine englische Tastatur verwandelt. Ja, war aber nicht. So. In diesem Sinne, für alle, die neu bei Facebook dabei sind, in diesem Sinne sage ich am Ende immer, weil das eine schöne Floskel ist, um eine Abschlussüberleitung zu bekommen. Und ja, dazu alles auf YouTube. Ansonsten, nichts weiter. Ich habe ja auch schon schon 26 Minuten überzogen, aber das gleicht sich in etwa mit dem aus, was am Anfang gefehlt hat. Also, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Morgen geht es weiter mit Monkey Island 2. Morgen wird der Stream technisch besser. Und ich sage nur noch Adios. Adios.